Questions regarding tracking at this time now. We start this tracking, then we go to the obedience. If anybody has any questions about tracking, just ask. Okay. Does he have any tips how to lay a good track? Does he have what? Does he have any tips how to lay a good track? Immer eine gute Pferde. Pferde ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit in erster Linie. Tracking depends on what kind of a terrain you have. Ist dann den meisten Bekannten überhaupt eine Pferde, der Pferdengeruch entsteht? Was unser Hund riecht? Do you people know how the scent develops out of the track? Do you know what does the dog really smell? Wenn wir jetzt eine Pferde legen, dann zerstören wir das Erdreich. When we lay a track, we're going to disturb the ground. Wir zerstören die Gräser, die bluten, die Würmer, die wir zerstören, die bluten. All the little insects, the grass, the flowers. Und das geht in Düften hoch und das ist das, was unser Hund riecht. And this is going to develop a certain scent. And that is what our dogs are going to smell. Der Individualgeruch vom Menschen, der ist minimal, man sagt höchstens 30%. Die Kleidung und das Schuhzeug. The smell of the track layer is very minimal. At the most, maybe 30% compared to the ground disturbance smell. Wenn einer glaubt, auf einer Betonstraße zu suchen, der Hund wechselt zwar über die Straße weg und nimmt drüben wieder auf, aber auf einer Betonstraße haftet nicht. If some people think a dog can track on concrete, I don't agree with that. The dog will cross the concrete roads and pick up the, like let's say on an FH track, and pick up the scent on the other side, but it's just a matter of training to get the dogs across. Das ist der Individualgeruch vom Menschen, der schwebt wie ein Ballen in der Luft. Der lässt sich auch vertreiben, je nach Windstärke. The human scent is very easily blown away by the wind because according to him it's in big balls up in the air. It's not down on the ground, and the wind blows it away very easily. Ja, weitere Fragen? Any questions? Other questions? About food for beginning dogs. Essen für Anfänger. Ja. Wenn ich mit dem Hund anfange zu suchen. When I start with the dog to track, Suchen wir ein Gelände aus, wo der Hund nicht abgelenkt wird. I look for a terrain where there is no distraction. Das Gelände sollte statt ein Grasboden sein oder guter Humusboden, wo der sich gut zerstören lässt. It should be a real good meadow or a real soft dirt track. So, wenn wir jetzt diesen direkten Kalender zeichnen wir mal so auf hier, ja. Angenommen, der Acker steht uns jetzt zur Verfügung. This is an acre of land here. Jetzt sollte man immer den Wind beobachten. You got to find out where is the wind coming from. Angenommen, wir hätten jetzt hier Norden, ja? This would be the north. Ja. Dann wäre immer, wir haben Nordwind, ja? Wir haben auch zufällig Nordwind. Oder wir haben Westwind, egal. Wenn das die Himmelsrichtungen sind. North, west. Wir haben Osten. So, der Wind bläst vom Westen her. Let's say the wind comes from the west. So, dann mache ich mir hier finde ich mir hier meinen Hund an, das ist so ein Drehfahren. I'm gonna put a stake in the ground and tie my dog down there. So. Dann habe ich die Tagesration, die der Hund bekommt zum Fressen, die habe ich in einem Plastikeimer. And then I have the dog's food for that day in a plastic pail or bucket. Da gibt's so, ich habe die Deutschland, die gibt es hier wahrscheinlich auch, wo Welpenmilchblende, die sind flach und aber breit. What I usually use is a very shallow dish, but a white dish for puppies. Ich habe mir die sogar grün angestrichen, damit ich die nicht so abheben vom Gelände. And I painted it green, so it doesn't, it looks like, it blends into the terrain in a green grass meadow. Und da ist jetzt die Tagesration zum Fressen drin. And I got the dog's food in there for the day. So,
habe ich den Hund hier angebunden. I tied the dog down over there, Jetzt habe ich hier den Futternapf. and I got my food here. Den mache ich auf und lasse den Hund zweimal da reinbeißen. I open the bag up with the food, and I let the dog take maybe two bites out of that food. Ich sag dabei schon Sug. And I already tell him there, Sue, So, mach Sue. den Deckel wieder drauf I put the lid back on it. und geh jetzt zurück am Werk. Von hier kommt der Wind. Now the wind comes from there. So, jetzt gehe ich so. Wenn irgendwo eine Anhöhe ist, so, das ist noch besser, dann gehe ich hier runter. It's even better if there's a little mountain there, a little high area there. I go across that. Am Anfang vielleicht so 30, 40 Meter. I go about 30, 40 meters in the beginning and put the food there. Und deswegen mit dem Wind suchen, damit der Hund die Nase runter tut. That's why you have to watch the wind. So the wind should come from the rear. So the dog puts the nose down. Wenn ich gegen den Wind suche, If you track against the macht der wind, Hund die Nase hoch und the nose will go up in the air. das ist beim jungen Hund sehr wichtig. Very important with the young dog. Dem alten Hund mache ich das schwierig. Deswegen mit dem Wind und gegen den With Wind. the older dog, I don't care about the wind anymore. So, Go any direction. jetzt habe ich den Hund hier an der Führerleine und sag zu. I have the dog on a Da wird der 6 junge foot Hund leash erst mal only and tell him the truth. links und rechts und stöbern die Nase wieder hoch. And the dog will go left and right and be very unruly at first. Aber immer Zug, so ist Zugfrau. I'd always tell him to soothe and soothe fast. Ich nehme dann auch mein Zuggeschirr, ich mache die Leine hier am Halsband fest. I don't use the tracking harness. I tie the leash onto the regular collar. Zwischen dem Vorderbein und dem Hinterbein durch. Between all four legs. Automatisch so ein bisschen runter mit dem Kopf. Gell? Between all four legs. This way, automatically, the head gets pulled down a little bit. So, jetzt komme ich da hin und jetzt hat er einmal sein Futter gefunden. Now he found the food. So, und dann ist Zug brav, mach auf, lass ihn zweimal reinbeißen. I brace him. I open up the lid again and let him bite 2, 3 times into the food. Dreh meinen Pfahl rein, binden wieder an. I put my new steak. I put another steak there. I tie him down there again Und leg schon wieder so 30, 40 and lay another track about 30, 40 meters. Gell? Und solange mein Futter reicht und wenn es 4, 5 Fersen sind. And I do that depending on how much food I got with me. Maybe 4 or 5 tracks. Der Hund verknüpft dann Suchen, This way the dog will learn very quickly to track for the food er findet sein Fressen. because he finds the food. In der Natur muss er ja auch die Nase runter tun. In Mother Nature, you also have to put the nose down in order to find food. Ja, und das macht man dann eben dreimal, wenn man Zeit hat und es geht. Man kann auch das jeden Tag machen beim jungen You Hund. should do that at least 3 times a week. You could do it every day as far as that goes. Nur kein Zwang. At no force at all. Dann gibt es Leute, die bieten den Hund hier an und nehmen einen Brocken Fleisch und ziehen den. There are some people, they tie the dog down and they drag a piece of meat on that thing. Das geht zwar am Anfang schneller, This is a faster method in the beginning, aber ich muss ja einmal aufhören mit dem Fleisch. but eventually I have to stop doing that. Und die Umstellung von Fleisch auf den Geruch, auf das Zerstören der Erdreiches, das ist schwerer dann. But the adjustment from the meat drag scent to ground scent is going to be a little more difficult. Und man geht die Gefahr ein, wenn jetzt irgendein Raubvogel, wenn man an einem Baum vorbei tut oder an einem Pfahl, an Viehweide, der hat da mal eine Maus oder irgendwas gefressen und hat da was liegen lassen, das liegt und der Hund riecht das, geht dahin, geht von der Pferde am, geht dahin. Also there is a danger, let's say there's a dead mouse from a bird or a dead animal laying in the area. If you drag that way, the dog may have a tendency to go over to the dead animal and try to smell that. Ich beschicke, man nennt das eine Pferde beschicken mit Fleisch, ich mache das nicht. That's why I don't put no meat on my track. Das heißt, die Pferde beschicken. Beschicken, so sagt man das. I just put the food at the end only. Hat da jemand Fragen zu? Any questions to that? Okay, I missed the beginning. At the beginning, the food is with the dog. A couple of bites that you first Give the take, dog a couple of bites. and then the rest of the The food dog is down. tied down, and you lay your track, and then you put the food at the end of the track. Okay, and Der then Hund the soll aber leash is, von nirgends was abgelenkt werden. You Okay? gotta make sure the dog is not distracted by other dogs or humans or anything. okay, and You the gotta leash, make sure the dog can concentrate on the track. okay, and the leash is between all the four legs. All 4 legs. Führer. And how old is this dog? How old? Yeah.
Es gibt Leute, die fangen mit 3, 4 Monaten an. Das ist nicht gut, finde ich nicht gut, weil mit 4 Monaten in etwa fängt der Hund an zu zahnen. I don't like to start when they're about 3, 4 months old because Und da macht with der 4 Hund, months they're going to get their new teeth. und da macht der Hund einen gewissen Krankheitsprozess durch wie ein Kind. With your competition dogs, Das ist nicht gut, dass out er of mit Hündin, 24-hour day, the dog should have at least 20 hours rest. dass er den ganzen Tag mit Hündin im Auslauf sich streitet. It's Da not ist der good that Arzt, the dog is running around all day long with a bitch or something like that. It should be in the kennel, da hat der Arzt keine Lust mehr zum because Arbeiten. otherwise the dog doesn't feel like working that night. Die schönste Zeit muss die Arbeitszeit sein. The nicest time for the dog, the dog must be the time when you go to training. That must be the fun time for the Wenn dog. der sich anderweitig austoben kann mit seinen Artgenossen, dann hat er da mit mir kein Interesse mehr. If the dog is allowed to roam all day long with another dog, the dog is not going to have any interest to work with him, because he already has his fun. Gut. Igor, on the scent pad, I got 2 questions. Well, 3 questions. On the scent pad, when Fritz take the dog into the scent pad, do we take him in straight ahead, from the right or from the left? Do we have a set way of starting the puppy out, taking him in straight and continuous through his lifetime? That's one question. Hold it. Okay. Let me answer that first. Okay. Wenn der Hund ansetzt, auf du hast du von Dreieck da. Nimmst den Hund von rechts, von links oder von der, wie setzt den Hund an? Einen alten Hund. An older dog. Wenn ich jetzt einen alten Hund habe und da ist mein Pfahl, die If Markierung. I have an old dog and this is my marker, Und die Pferde geht da hoch. Angenommen jetzt hier so. Die Pferde geht so. Dann setze ich, und hier ist jetzt, dann komme ich von hier, setze den hier an. an older dog, I start like this sometimes. Dann muss ich hier seinen Abgang suchen und dann halt. The dog has to find the track. Aber mit dem jungen Hund komme ich erst einmal ganz normal. Und habe ich But with the young dog, I come in very normal. You don't want to make it too hard. Yeah. Das muss man jetzt unterscheiden, einen alten Hund und einen jungen Hund. You have to analyze. You have an older dog or you have a younger dog. Ich nehme jetzt an, der Ernstfall. Das heißt, da aus dem Fenster ist einer rausgesprungen. Let's take, for example, there be a police dog and Jetzt gehe ich zu dem Fenster the hin, gangster jumped out of that window. jetzt gehe ich zu dem Fenster hin und der Hund sucht und sucht, auf einmal geht er in die Richtung. I go to Ich weiß that auch, window and all of a sudden the dog goes a certain direction. So mache ich das im Training auch. And that's how I do it in training too. Okay. So, noch jemand Fragen dazu? Dogs, I got 3 days before the Bundesliga. I took them and Ein won. Kollege krank geworden, der Hund, den habe ich auch nicht A friend of mine got sick once. Ist Sonntag ins Krankenhaus gekommen, Montag den Hund geholt, Donnerstag nach Bayernhof zur Bundesligaprüfung. Geht alles. A friend of mine got sick once. Firma setzt. 8 days ago, Firma I picked up the setzt, dog Geld Monday and next Friday I already went to the Bundesliga Und auf with Platz that 6 dog. gemacht. Und auf Platz 6. And I took 6th place at that time with the dog. Ja. Okay. When fängst du an, die Gegenstände anzugehen? Moment. Wir gehen immer weiter. Mit Gegenständen, Moment, ist noch nicht so. We'll discuss that a little bit later. We're going to go step by step here. Jetzt sucht der Hund mir diese Gerade, 30, 40 Meter, die sucht er mir ganz korrekt. Okay, once, assuming the dog tracks now very correct the first 30 or 40 meters. Der Hund ist jetzt 7 Monate alt, ich suche schon 4 Wochen. The dog is now 7 months old. I'm already tracking, working with the dog for 1 month. So, und jetzt mache ich so einen kleinen Bogen. I'm going to start putting a small Da kommt ein bow, Fressen. a round corner at the end now. Ja, da kommt ein Fressen. And I put the food at the end of that corner. Okay? So. Wenn er mal diesen Bogen des Öfters tut. Once the dog learns how to track this particular corner correctly, Und dann gehe ich so. then I'm going to learn another corner, the opposite way. Dann kommt da sein Futter hin. I put the food at the end of that track. So, und diese Bogen werden dann immer enger. And those corners I'm going to make tighter and tighter. Die werden dann zum Dick. It become sharper corners. So, ne? So. Wichtig ist, dass man, die Leiter sind meistens zu faul und die legen die Pferde so. Wieder zum Abgang hin. It's important that you don't lay the track back to where you started in that direction.
Man sieht schon bei einer Siegerprüfung, jetzt gehen wir mal etwas weiter. You can see already, let's say, in the Bundesliga-Prüfung. Hier der Winkel, den nimmt der Hund noch nicht besonders gut. A lot of dogs don't take that first corner very Den well. nimmt er schon schneller, Second corner, they Und dann usually geht's take los. faster weil er weiß, immer schematisch gelegt, es geht auf den Abgang. because most people, they schematical tracks, Ich mache das like trial tracks. im Training Same auch so. system over and over. Hier stehen jetzt die Leute. Hier stehen jetzt die Leute. For example, there's people standing down Hier there. liegt der letzte Gegenstand. And there's the last article here. Und der Hund läuft über den Gegenstand. Hier ist der Weg. Wenn der ziemlich weit hier drin liegt, dann überläuft man, kann das passieren, dass der Hund, das ist schon des Öfteren passiert, dass der Hund hier den Gegenstand It überläuft. happens quite often that the dogs overrun Ich the leg article that way. die Pferde so, aber dann kommt hier nochmal ein spitzer Winkel direkt hier I lay rein. my track sometimes like this, but then I'm adding a sharp corner in that direction at the end. I never stop it that way. Okay. Aber jetzt nochmal zurück zu dem jungen Hund. Now back to the young dog. Huh? So, jetzt haben wir, What? Well, on 5 minutes. ja, bei Schutzhund 1, ich trainiere schon langsam auf Schutzhund 1. Da gibt es Because zwei I'm Winkel. already training for Schütze 2 and 3 at this time. Schutzhund 2, Schutzhund 1, 2 Winkel. Okay, There's 2 corners. One. so, jetzt habe ich den Hund so, dass er mir die Winkel so in etwa schützt. Now I got the young dog to track correctly those corners here. Mittlerweile ist der Hund jetzt 12 Monate schon alt. The dog is now a year old. Okay? So, jetzt mache ich auch mal einen Geländewechsel rein. Then I also go to different terrain now. Hier haben wir bis dahin haben wir Gras. Now we had grass up to there, So, und jetzt von da aus gehe ich weiter auf den Acker. and then I continue down to a plowed field. So lerne ich dem Hund schon Geländewechsel. That's why you ought to teach your dog to track on different terrains. Und hier, das ist ein Weg. And let's say there's a roadway, Und dann lasse ich ihn über den Weg wegsuchen. and I let him Auf der track anderen across the Seite road, steht sein Fressen. So lerne ich ihm über and the den food Weg will be on the other side of the road. Okay? Dann fange ich schon langsam Schwierigkeitsgrad einzubauen. That's how I start slowly to put in some difficulties in the track. Und dann lege ich ihm noch hier einen Winkel dran. And then I'm going to add another leg onto that. Zwar Schutzhund 1 gibt es nur 2 Winkel, aber Even though there's only 2 corners, that shouldn't one, but so. I'm already continue to train for the next phase. Und niemals wieder auf den Abgang zurücklegen. And never to lay a track back to it where you came Manche Leute from. sind zu faul. Some people are too lazy. Das Stück, das gehe ich leer zurück. Leer zurück ohne. I'm going to go back to where I came from without a track, without a leg. I stop my leg over there. So, jetzt bin ich soweit. Jetzt ist der Hund mittlerweile 13, 14 Monate alt. In the meantime, the dog is now 13, 14 months old, So, jetzt habe ich aber noch nichts in der Unterordnung gemacht. but I haven't done any obedience with that dog yet. Aber Erziehung ist keine Ausbildung. Das Sitz, wenn ich den Hund jetzt an der Leine habe, ich gehe spazieren und sitzt, das lerne ich ihm schon mit 5, 6 Monaten. I teach my dog the sit exercise without a formal training lesson, just by taking a walk with my dog and tell him to sit. Und Teach him Platz to lerne sit. ich ihm auch. And the same thing with down. Aber so beim Spazierengehen oder wenn ich mit jemandem jetzt sage, vorne Egon, sag ich sit. Let's say I meet a friend and say, how you doing? I tell my dog to sit, or just casual type training. Ja. Oder ich komme At the age hierher, of 5, 6 months. ich komme hier zu einer Gesellschaft, wo Or I irgendwie come gekriegt here where wird there's a lot of people here. und sage ich, Platz, I tell Platz. my dog, Platz, bleib. Also kennt der Hund bis zu 12, 13, 14 Monate Sitz und Platz, kennt er schon. So by the time the dog is 12 or 13 months old, he already knows how to sit and Platz. So, jetzt sind wir so weit, dass der Hund 1, 2 Winkel, 3 Grad. Now the dog can already track 2 corners gerade. and 3 legs. 2 Grad, 3 Grad. Bei Schutzhund 1, 2 Winkel, 3 Grad. Okay? On shoots on one, all he has is Die sucht er 3 jetzt legs perfekt. and 2 corners. Der sucht er jetzt perfekt. Now the dog tracks perfect. So, jetzt nehme ich mir, wenn es bei alter Strümpfe sind oder alte Hausschuhe, die sind, dann brauche ich am besten nicht gleich so ein perfekter Gegenstand. Now I'm Also ich gonna nehme take irgendwas, was von mir ist, kann ruhig ein alter Schuh sein, was er gern, wenn ich es wegwerfe, abortiert oder holt. something which I used to wear, an old pair of socks or an old pair of house shoes, something the dog likes to play with, which has my scent on it. Ich habe nämlich erlebt, der Hund sucht perfekt, jetzt lege ich ihm Gegenstände hin, die ihn nicht interessieren und sage auch noch Platz. Bei der nächsten Pferde, I seen that some people put right away
let the articles down. The dog doesn't show that interest yet. Bei der nächsten Pferde, er sieht wieder, macht es so und macht so weiter. Das habe ich alles schon erlebt. I've seen the dogs go around that article and continue to track because they have no interest in that article. So, gut. Jetzt lege ich ihm hier einen Hausschuh hin oder irgendwas. So there I take an old shoe from mine. Und dahin. Und dann nach dem Gegenstand sucht er weiter und findet And wieder I put sein another one there, and then he continues to track after the article. In der Prüfungsordnung heißt es, der erste Gegenstand kann auf der ersten Gerade liegen, der kann auch hier liegen. In the trial, the articles, the rules say it could be on the first leg or it could be on the second leg. Auf alle Fälle am Schluss muss einer liegen. But it's important that there is an article at the end. So, das wäre jetzt Pferdeschutz und Eis. That's how I prepare my dogs for Schutz and One tracking. Can I have a chair? My legs hurt me again. Was ist? Fine. Ausgenose ist, wenn er freier Pferden schon ein Jahr lang perfekt tut, dann fängt man langsam an. Okay, Und sicher das über den Druck, aber minimal, das ist sehr gefährlich. Die Pferde sollten so wenig Druck sein, wie es geht. on the track there should be as little pressure as possible. You may start once you got the Schützen 3 track, but a very small amount of pressure, because it's a very dangerous thing. Ich habe schon Schützen 3 Hunde gesehen, die kamen am Winkel, gucken, die haben kein Vertrauen mehr gehabt. He has seen the Schützen 3 dogs that got to the corner and lost all confidence. Deswegen, wenn ein Schützen 3 Hund nicht gut sucht, dann hat er sein Fressen nicht gefunden, dann hat er heute Pech gehabt. Okay, if a Schützen 3 doesn't track properly, he doesn't get his food. Too bad. Hunger ist der beste Koch. Being hungry is the best cook. Ja. So. If you have a dog that someone trained incorrectly with great force, and it feels very bad about tracking, what kind of a program could he suggest to help the dog? 5 years, 4 or 5 years. No, I don't have one. It's not my dog. Die Frage, ein Hund ungefähr 4, 5 Jahre, der schlecht ausgebildet wurde, überhaupt nicht gut Ja, ich würde da auch wieder eine gerade legen, wie beim jungen Hund angefangen. Start just like with the young dog. Eine gerade legen und am Schluss findet er sein. Lay a straight track, and at the end he finds his food. Und dann geht's weiter bis dahin und dann da, so baue ich den auf. And then Nur build mit up the Fressen. dog just like with the young dog. Can you change the feelings of a dog that feels that's had great pressure put on it? The dog, like he described the dog in the corner, became very upset. Can you change the feelings of a dog like that? Angst hat, kann man das überwinden? Bei jedem aber, das ist verschieden. Every dog is different. Aber die beste Methode ist dann eben jeden zweiten Tag noch füttern und im Zwinger gibt es überhaupt nichts und nur sein Fressen aufsetzen. The best method is that don't feed the dog unless you track. Try to track him every second day so the dog is really hungry, and when he gets to the track he knows he associates this with getting food. Okay? Ja. Er fragt, wenn die Pferde suchen, der muss irgendwie verlieren die Pferde. Ist da eine Methode, dass der Hund die übermittelt? Wenn der die Pferde verliert, dann muss ich echt mal Ruhe haben, muss ihm Gelegenheit geben, dass er sich übermittelt. When the dog loses the track, you have to give the dog a chance to find the track again. Ich muss sehen, hat er sie verloren, weil er nicht intensiv desinteressiert war oder auf eine Wildpferde gegangen ist. You have to find out why he lost the track. Is he not interested, or did he pick up another scent? Dann kriegt er Druck. Then Ist he aber gets echt pressure. schwer. Oder wenn es hat geregnet auf die Pferde, dann muss ich zugeständlich sein. Yeah, if the reason for losing the track is something the dog could not help, you have to make concessions. Does he have a program for actually teaching the dog how to search calmly and Ist da ein Programm, dass man den Hund lehren kann, wie er wieder auf die Pferde zurückkommt? Falls er sie verliert. Also grundsätzlich lege ich meine Pferde selbst. He always lays his own track. Grundsätzlich. Ich weiß jeden Schritt. He knows where every step is. Hans Geländer noch so froh sein. Ich weiß jeden Schritt. Wenn ich 5 Pferde lege. Even if he lays 5 tracks and the terrain, the field is immense, he still knows where every step is.
Und wenn der Hund bei mir 3-4 Meter von der Pferde ab ist, If he goes off about 2 or 3 yards, dann fange ich an, entweder zu fangen, ihn auf die Pferde, das kommt darauf an, warum er sie verloren hat, oder ich helfe ihm und sage, he either puts pressure on the dog or he helps him with a command, such, such. Windskaller, Vorsicht, Hunger ist besser. He said be careful with the pinch collar. He said the dog being hungry is a much better teacher. Hunger ist die beste Methode. Ich kann aber einen nicht hungern lassen jetzt, wenn er nicht weiß, warum er hungern soll. But you can't keep the dog hungry if he doesn't know why he's being kept hungry. Das geht nicht. Another question, first we talked a little bit about this in obedience, and I'd also understood that you handle the dogs at major competitions. I understand that Fritz doesn't allow his dogs to sniff and play around coming out to the field. Can you talk about why he does that? Ja, das hat er auch gesagt. Er hat gefragt, während der Prüfungen und auch wenn man ihm erlaubt, dass der Hund schnüffelt. Nein. Warum Schnüffel. nicht? Und, Das Schnüffel gewöhne ich dem Hund beim Spazierengehen ab. Schnüffeln gibt es überhaupt This nicht. is something that he teaches the dog not to do even when he takes walks. Ja. Hier habe ich immer einen Halsband drin, Kältehalsband. Und wehe dem Schnüffel an, dann gibt es was drauf. Das gibt's nicht. Der kann sein Geschäft machen, Yeah, he can do his little business. aber geschnüffelt wird nicht. Warum nicht? Ja, stell dir mal vor, ich suche jetzt hier ist ein Weg hier. Das ist jetzt ein Weg. Meine erste Gerade, die geht parallel mit dem Weg. 3 Meter vielleicht Abstand. Und hier hat heute Morgen jemand seinen Hund auslaufen lassen. Eine heiße Hündin. Und der Wind kommt noch von hier. Okay? Jetzt wechselt er mich von da rüber. Okay, when he lays a track, I just ask him why not. Yeah. When he lays a track and by any chance somebody walked his dog or his female that's in heat, Jetzt, the dog will try to take a scent and go away from the track. jetzt die letzte Ausscheidung für die Europameisterschaft in Homburg-Saar. Da habe ich eine Gerade gehabt, die lief so parallel mit dem Weg. Und hier standen die Autos und Hunde und alles. So. At the last trial that he attended, he drew a track that was right next to the parking lot. And there were cars parked there and dogs in the cars. Meine ganzen Hunde, die hatte ich so weit, bis die anfingen zum Decken, wenn die den ersten Deckakt machen sollten. Und es kam einer mit der Hündin. Dann sind die gleich bei mir zu Fuß gegangen. Der Trigon hat 3 Hündinnen. Die ersten 3 Hündinnen, die kamen, nicht angekommen. Weil er von mir Druck hatte, er wusste, er darf da nicht hin. He said his dog Trigon walked past 3 bitches because he knew he wasn't supposed to do any sniffing. Das gibt's nicht. Ich kann auch nicht überall schnüffeln, geht nicht. Das ist He said he can't do it either. That's a no-no. Das ist so. I almost lost the national championship because er hat gesagt, der hat beinahe die nationale Sieger verloren. Ja. Go ahead. But even from, I just want to get a quick, even a very young dog is never allowed to sniff. Sogar ein ganz junger Hund, das ist nicht erlaubt. Ich habe den an der Leine überwiegend, wenn ich wohin gehe, wo interessant wo ist. Und wenn er da schnüffelt, ist das auch schon voll. Nichts. No, he starts very early. Vor allen Dingen der große Gift ist in den Zwingern, in den großen Zwingern. Dass Hündin, junge Rüde mit einer alten Hündin zusammen ist. Da werden die Hunde versaut. Yeah, the problem is already in the kennels many times bitches or small puppies are together with bitches. And this is where the trouble starts already. Bei mir kommt keine Hündin ins Haus, keine Hündin ins Anlage. Das ist bei mir nicht. No bitch gets into his house. Ich gehe so weit, wenn bei mir einer zum Decken kommt, dann lasse ich den Rüden an der Hündin mal kurz, dass er weiß, dass er heiß ist. Dann sage ich, leg mal die Hündin an. Und dann mache ich unter.
Wehe dem, der ist nicht bei der Sache. Und umso schneller er bei der Unterordnung geht und dann darf er anschließend weg. Ja. He said if somebody comes to his place to breed his dog, he will tell the owner to clutch the bitch, and then he will do some obedience. And the better he does it, the sooner he gets to the bitch. Ja, normal. Ich gehe so weit, ich muss davon ausgehen, ich komme jetzt zur Siegerprüfung. Jetzt kommen Sie sind mir nicht gut gesonnen, angenommen. Aber das weiß ich nicht. Sagen Sie guten Morgen. Mein Hund. Einmal ruft der Stadion, ich muss rein zu Unterordnung. Der Hund ist oben. Yeah, he said that's another safeguard too. If you're going someplace to a trial and somebody comes up who might try to distract your dog to make you lose points, then in this instance, you're being called on to go and do your thing. The dog is distracted and will not perform well. Ja, er erinnert sich zurück. Also, da ist jemand mit Decken, erst arbeiten und dann darf er decken. Und dann geht er. And after a while, coming back to the breeding, he knows that he has to work hard and then he gets his reward. So he said it's a school and this is the way it's being taught. On the sniffling again. Louder. Take it a step farther. Does he allow his dogs to mark? The males to mark on poles? To bark where? Mark their legs. Oh, I see. Because that follows something. Oh, erlaubt Sie, dass die Hunde das Bein heben? Ja, er muss sein Geschäft ja machen. Yeah, they have to do their Er thing. darf nicht schnüffeln, aber er muss ja sein Geschäft machen. Das ist normal. He's not allowed to sniff, but he has to do his thing. Das ist normal. Machen die auch. His dog out for a walk, he doesn't allow the dog to sniff either. Is that what he's Ja, was kommt der Hund, wenn Sie den Hund Die machen normal ihr Geschäft, er hebt das Bein und alles. Das schnüffeln nicht. Yeah, they just do their thing, but they don't sniff. Ich fällt die mal so. Und schnell wieder fort. They take a very fast sniff and then they take off. Yeah. They know they're not supposed to. Geht nicht. And he starts that with his young dogs too. Den jungen Dog, wenn ich mit dem wohin gehe, wo schnüffeln geht, dann habe ich ihn an der Leine. Und wenn er schnüffelt, sage ich ruhig. Yes, he corrects already the young ones. So when his young dog is out, the dog is just always under his control, exactly. It's never loose to run around free and just, like if you have a big yard, he doesn't let his young dog just run loose for a couple of hours. Also Sie sagen, der junge Hund, der kann so eine Hallo. Stunde Hallo. aktivieren. Das darf er auch. Hallo. Wenn er frei läuft. Hallo. Ich habe den auf dem Grundstück, wo nichts zum Schnüffeln geht. Ich habe den da, wo es nichts zum Schnüffeln geht. Yeah, he said, I just asked him when he lets his young dogs run, he said about an hour a day. How does he control it? He said he puts them where there's nothing to sniff. Der Riedel und der Dean waren schon bei mir gibt es nichts zu schnüffeln. He said Gernot and Dean was in his place and he said there's just nothing to sniff. When his dogs walk their territory, they do it without sniffing first? Wenn junge Hunde, Mein Grundstück verlassen. ja, nein, Wenn Sie müssen. wenn Sie müssen und im Weg markieren Sie doch diese. Ja, das können Sie auch, aber nicht schnüffeln. Yeah, they can do it, but don't sniff. Der soll seine Blase leeren und alles, und damit ist das gut. They have to empty themselves, but they're not allowed to sniff. When I was with Fritz in Germany, he would always have these two males with him together when we would go training. And I guess he doesn't have a problem with that. Den hat gefragt, wo er bei ihm war. I mean, they'd be off leash just walking with him down the road. And he'd never have a Alles. Kein Problem, 4 Stück. Hast du gesehen? Marco, Tim, hast du gesehen? Und die anderen zwei, den Kando und den Jungen. Alles zusammen. Kein Problem. He said he sometimes has 4 dogs together. He never has a problem. Wenn du noch 5 bringst, tue ich auch zusammen. Gibt's kein Problem. Auf Ordnung. Gehorsam. He said it's obedience. He never has a problem. Ja. Wenn die Respekt haben, da gibt's gar nichts. Vor allem, das geht los, wenn die Rüden aneinander schnüffeln. Da kommt die Beißerei. He said this goes back to the fact, you know, when 2 male dogs sniff each other. He said that's the start to a fight.
Wenn bei mir ein Rüde gedeckt hat, wird er anschließend gleich desinfiziert und dann ist Ruhe. Once he uses a dog for breeding, he cleans him up, disinfects him, and that's it. Gut, fertig. Ihre Hunde mal frei umherlaufen Ja, und so. Hasen oder Hasen gibt's nicht. Hasen gibt's nicht. Oder Mäusen. Mäusen auch nicht. Bei mir wird sogar ein Spitzenhund. Dann nehme ich den Korb und setze hier hin Hase beim Pferdlegen. Da kommt ein Hase rein. Dann geht's hier. He says, no, he doesn't allow them to chase, but with the training, he utilizes a rabbit. His top dog, he puts in a basket and puts him right next to the track, and the dog has to track without being distracted. Ich nehme beim Pferdenlegen auch immer beim alten Hund. Wenn ich einen Jungen mit, der läuft quer mit beim Pferdenlegen, das muss der Alte wegmachen. He said with an old dog, he is, many times takes a puppy and lets the puppy run across the track that should distract the old dog. Wichtig ist folgendes, ich suche die Woche im Schnitt 3 Mal. He normally tracks 3 times a week. So, der Tag abends lasse ich die Pferde so eine Stunde, so im Schnitt 1,5 Stunden. In the evenings, he usually ages the track about an hour, hour and a half. Ja. Aber am Samstag, wo ich Zeit habe, Samstag, wenn ich nicht kriege, But Saturdays, when he has more time, dann lege ich die Pferde morgens im Tau he lays the track in the morning when there's dew. und lasse die Pferde dann so lange liegen, bis die Sonne anfängt und deckt den Tau auf und somit auch den Geruch. He ages the track so long until the sun starts burning off the dew. Und das ist in dieser Übergangszeit, fallen die meisten Hunde auf die großen Prüfungen durch. This is the time when a lot of dogs are failing in the big trials. Weil es heißt zwar in der Prüfungsordnung, der Schutzhund 3-Hund, die Pferde sollen mindestens 50 Minuten alt sein. In most trials, it says in the rules and regulations, the track should be at least 50 minutes old. So, jetzt passiert folgendermaßen. Now, this is what happens many times. Ich bin jetzt auf der Siegerprüfung, ja? He's at a trial, big championship. Jetzt bekommt ein Mann die Aufgabe, in diesem Terrain hier, ja, 4 Pferde zu legen. They're trying to lay a 4 track in this terrain. So, wir haben einen genauen Zeitplan. We have an exact timetable, Man sagt ihm, die erste Pferde wird um 12 Uhr gelegt. and the schedule is the first track is being laid at 12. Man braucht im Schnitt für eine Pferde 15 Minuten. Das It ist takes auch 15 minutes gut. average So, to lay a track. jetzt richtet die hier um 12 Uhr. Now, this first track is being laid at 12. Die hier um 12 Uhr 15, The next track, 12:15, 12 Uhr 30 12:30, und das 12 Uhr 65. and a quarter to 1, the last one. So. Jetzt hat sich der ganze Zeitplan verschoben. Now, the whole schedule is upset. Der Mann weiß das nicht. Da oben wird angefangen zu suchen und der guckt auf seine Uhr. Jetzt ist es 12:30 Uhr schon. Now it's 12:30 already. Aber die Pferde müssten schon um 12 Uhr gesucht werden. But the track should have been tracked at 12 o'clock noon. Nochmal legen geht auch nicht. You can't relay it either. Weil überall stehen Leute und beobachten. Yeah, everybody's watching. So, jetzt kommt, so langsam rücken die näher und so wird jetzt die Pferde gesucht um 12 Uhr 45. The first track then is being tracked a quarter to 1. So, und der ganze Zeitplan verschiebt sich, somit kommen die Pferde, so werden sie 2,5 Stunden alt. And every track is delayed, so most tracks become now 2.5 hours old. Und eins ist klar, ein Hund, der das nicht kennt, eine 2 oder 3 Stunden alte Pferde suchen, der fällt durch, der packt die nicht an. And the dogs that are not trained properly, that can't handle an old track like this, will fail. Ich wette mit jedem, wenn ich einem Hund eine 3 Stunden alte Pferde lege, also eine Pferde suchen lasse, die 3 Stunden alt, und der hat das nicht trainiert, der Hund packt die nicht an. Ich wette mit jedem. A dog that isn't trained to track a 3-hour-old track will fail, and he will put a bet on it. Man muss die Zeit langsam steigern. You have to increase the aging of the tracks. Ja, And Fritz's tracking training program, does he try to train the dog to a peak in tracking for a big trial, or does he maintain a really high training level throughout the year with the dog? Wenn Sie Ihre Hunde trainieren, versuchen Sie, dass die Hunde immer auf Spitze sind und
Nein, das geht nicht. Nein. No, it's impossible to keep him at a peak. Wenn ich nicht auf Spitze arbeite, dann mache ich auch die Woche keine 3 Pferde. When he's training for anything, then he doesn't track 3 times either a week. Aber wenn ich suche, dann muss die Pferde perfekt sein, das ganze Jahr. But when he does track, even when he lays the dog off a little bit, the track has to be done very correct. Kann beim Schutzdienst auch noch nicht unsauber lassen im Winter oder so, das geht auch. You can't, in the obedience, you can't allow either, if the dog isn't doing anything, you know, just to let him goof off. It has to be correct. You work less, but it has to be done correctly. Wenn arbeiten, dann korrekt. Nur nicht zu viel arbeiten. When you train, then you train correctly, but not that much. Ich tue mir dann die Arbeit nämlich aufteilen in 3, angenommen die Unterordnung. Da mache ich, heute mache ich Freifolge, morgen mache ich Sitzplatz, Steh. Morgen mache ich dann abonniert. On the obedience too, what he has mentioned many times, when he's not really training the dog, when it's sort of an in-between period, then he divides the routine into 3 or 4 parts. One day he will do the heeling off leash, then he will do the sitzplatz, and then the next day he will be doing the, you know, the rest of it. Ja. Gibt auch Hunde, die Spitzenhunde, die stehen bei der Pferde so im Druck, dass sie vor lauter Druck nicht mehr. There's some dogs too, top dogs, that are under so much pressure when they put so much pressure on themselves when they track that they're too nervous to eat. Da lasse ich eine Pferde legen mit dem Bind, dass ich am Schluss helfe ihnen, dass der Hund gleich mal Bind beißen darf. In this case, when you have a dog like this, he has somebody else lay a track, and then there is a helper at the end of the track with the sleeve, so the dog's reward is to bite the sleeve. So when he's training, Colleen, with the dog, I know each dog's different, but when he's training for a big trial, in the tracking, how much time before the trial does he try to peak his dog, and how does he go about it? With a few tracks a week, or many tracks, 5, 6 days a week? I know he said he only trains 3 days a week or so. Ja, wenn Sie sich vorbereiten auf eine große Prüfung, wie lange vorher versuchen Sie Ihren Hund in der Pferdenarbeit zu stützen? Ja, der muss man die letzten 10 Pferde, die werden ganz konsequent. Die letzten 10. Suchen Sie dann so 3-mal in der Woche? Dann suche ich 3-mal. Aber nicht mehr als 2-mal? Nein, nicht mehr als 2-mal mit 1,5 Stunden Alter und Samstag immer 3 Stunden Alter. No, he never tracks more than 3 times a week. And he said the last 10 tracks have to be really super. He said during the week he usually tracks a track that is about an hour and a half old, and then on Saturday an older track than this, 2.5 hours. Elaine asked him to describe it. What? You said he used to say the dog must track the last 10 tracks super. What kind of tracks does he lay? What are those last 10 tracks like before the championship? Da arbeite ich ganz korrekt und auch etwas. Ja, man sollte, die meisten Leute können einfach nicht mal eine leichte. Wenn ich jetzt, habe ich leichtes, ich lege mein leichtes Gelände, wie man das drüber, Siegerbrot. Leichtes, gutes Gelände, wo leichtes tun, lasse ich aus. Die Pferde lasse ich auswählen. Lasse ich 3 Stunden auswählen. When he has a track that is in a very easy terrain like grass or good soil, that is a track he ages 2.5 or more. Und habe ich schweres Gelände, nehme ich schweres Gelände, da suche ich schon nach einer halben Stunde. If he has a more difficult terrain, then he tracks already as early as half an hour. Und ich muss den Hund auch mal seinen Spaß haben. Er muss auch mal in der Lage sein, die Pferde perfekt ohne von mir Druck zu bekommen. You also have to give the dog a chance to be able to track perfectly without the handler having to put pressure on him. So is that what Fritz is looking for? So many times before the big trial is a training the dog that day that there is a perfect track. The dog does perform perfectly. The day before the trial? Not the day before, but those 10 tracks before when he's trying to peak the dog. Wo der Hund gut
fertig tun soll, legen Sie da oder gehen Sie dort in Gegenden, wo es leicht ist für den Hund? Ja, ich horche erst mal schon, ich weiß nicht, was für Pferdbillette gibt. Da klingel ich nochmal durch, also das ist mal grundsätzlich. Yeah, he tries to find out where the truck is going to be, what kind of tracking there is. Ja, und dann nehme ich dieses Gelände mal, ich wechsle Dauer. He always is changing terrain. Also das ist ein Thema, da können wir uns morgen früh noch unterhalten. Weil ich habe da schon die unmöglichsten Sachen erlebt. Gell? He said this is something that you could talk till tomorrow morning. He has seen some very impossible situations. Dann gibt es Leute, die gegen die Gegenstände bedrohen. Gestern nicht zu dem Verkaufsstand. Da Gegenstände gab so groß, da mache ich 5 von. He said he also is using his articles much smaller than what they were showing yesterday. He said he can make 5 out of that. Ich nehme bei jeder Pferde einen großen Gegenstand. He uses on every track one large article. Aber die anderen sind alle klein. Man sollte gar nicht glauben, es gibt Hunde, denen ist manchmal ein Portemonnaie und eine Brieftasche zu groß. Die glauben gar nicht, dass ein Gegenstand kann sein, weil die Leute die Gegenstände groß und größer machen, die Finger. Yeah, he said there are some dogs when they find a large article, it startles them because they're not used to it. Because the article is too large, he is using smaller articles. Ich habe zum Beispiel zu Hause lauter so Plastikschüsselchen da war, wo Erdbeeren drin waren, glaube ich, meine Frau waren Erdbeeren drin. Die habe ich alle der Reihe nach reingestellt. Da ist Holz drin, da ist Filz drin, da ist Leder drin, da ist Stoff drin. Gell? Und so weiß ich genau und dann greife ich. Ich hole überall was raus, aber nur so und tue das in der Plastiktüte rein. Gell? Und dann lege ich die Pferde. Also ich lasse nie die Gegenstände bei mir in der Tasche, dann riechen die nicht so stark. His method of using articles, he has about 5 or 6 plastic containers at home. And in one he puts chips of wood, in another he puts pieces of fabric, the third one he might put the leather articles. And then before he goes tracking, he picks whatever he wants to use. He doesn't like to keep them in his pocket because that makes the scent too strong. Wenn es geht, die Gegenstände von Zeit zu Zeit immer mal ins Wasser werfen oder heißes Wasser drauf, dann den Geruch verlieren. He also puts them in hot water, so they lose the scent periodically. Wir müssen davon ausgehen, nämlich, wenn das jetzt eine große Prüfung ist, und es sind 80 Hunde. Jetzt werden Gegenstände angefertigt, muss einer sein wie der andere. 80 mal 3, das sind 240 Gegenstände. So, die werden jetzt neu angefertigt. Einmal Leder, einmal Teppich und einmal Holz. Und die sind noch nicht groß verbittert, angepasst von Leuten. Also die werden da gemacht, serienmäßig, und jeder Pferdenleger kriegt seine Gegenstände in die Plastiktüte rein. Morgens bei der Pferde nimmt er die raus, legt die hin. Die Gegenstände sind nicht verbittert dann. Die haben keinen Geruch. Und deswegen wasche ich meine Gegenstände auch immer. Ganz im freien Himmel. He says the reason he washes his articles and puts them outside is in a big trial. Can you hear me? In the big trials, the articles are being manufactured specifically for this trial. So they are fresh. They don't have any scent on them. So on the day of the trial, the track layers are getting the 3 articles, and they don't have any scent on them. This is the reason that he is, so they are fresh, you know, they have nothing on them. This is one reason when he trains his dogs, he washes his articles so they don't have a stronger scent than what they would encounter when they actually track in a big trial. With that, there's the potential for running into the dogs, indications of objects on the track that aren't articles. Perhaps in Europe, it's not something that's involved, but here it's very difficult to get a lot of novice track layers in there. Even supposed to pick up the pieces of wood or plastic or Oh, Al hat gesagt, The time he tracks, this is hopefully, he'll try, this is the last time that the dog gets fed. He will try to lay a short trial track on the day of the big trial. But the dog doesn't get any food, he gets a reward like a ball or something. So the dog gets a feeling for the terrain. on the day of the trial. On the day of the trial.
I saw Fritz do that in Budapest last year. Das haben die Budapest bisher gemacht. Hat nie gesagt. So how long does that Budapest war that schwer, track war age? schwer, war schwer. Wenn ihr, oh, the track age? Just a quick, right to The warm-up track. Just quickly in The warm-up track. Die kurze Strecke, wie lange brauchen Sie Da war ich nicht 10 minutes. Yeah. How does he train his dogs so they don't leave the sand pad right away? Direkt so. Yeah, don't, an experienced dog, don't lead right into the track. He has a 45-degree angle coming from the opposite direction. So this is the way he starts his experienced dogs, to search the scent path. But what he got special is probably if you have a dog that Louder. that goes quickly, what does he do to slow the dog down up the okay. scent path? Was machen Sie, wenn der Hund diese Angewohnheit hat, dass das richtig abzutun? Wird das selbst korrigieren? Der muss sich selber korrigieren, bis er den Abgang findet. Wenn er richtig Hunger hat, dann arbeitet er. He said he has to make the correction himself. The dog has to make the correction himself. If you start him like this and he's really hungry, he will do it. He'll leave slowly, is what he's saying? Yeah. Das sucht die Pferde schon. Ja, aber die sagt, wenn die sich jeder oder oft, es passiert oft, dass die Hunde hier reinkommen mit den solchen Pferden, also die suchen den auf der Fruchtpferd. Und dann muss ich das trainieren hier. Vor allen Dingen, ich kann ja hier mal so 1, 2 Bröckchen gefressen werden, so ganz kleine Bröckchen. He said too, it's a question of training too. He says if you really have a problem, you can put just very small pieces of food Und dann right on kann the er scent hier pad. nochmal was hinlegen, hier, gell? Dass hier erstmal absuchen, nach hier und dann wieder ab. And then a few steps into the track, put some food and then let him go. Da Leute, die nehmen so eine Plastikkanne, so eine Spritzkanne und machen da ein bisschen Bleichbrühe rein und spritzen da mal ab. Das geht auch. Sucht es down und findet nicht. Das ist die beste Methode, dann suchen sie das ab. He said there's a very good method that some people are doing. They take sort of a spray can and put some bouillon or something on there and spray it. So the dog is looking for it but can't really find anything. Der sucht da und findet nicht. Ja. Dann geht's ab. Ja. How does Fritz start to teach the article indications to his dog? Wie fangen Sie an, die Gegenstände abzukriegen? Manche Leute sagen, da soll man also selbstständige Nein, die unterstützen auch. Wenn ich weiß, weil ich meine Pferde selber bin. Jetzt weiß ich genau, da ist der Gegenstand und dann sehe ich den Hund schon an und dann Platz, so ein Stück vom... Korrekt ist so, wenn der Gegenstand vorne vor den Füßen. Das ist korrekt. Und wenn ich merke, er hat den Gegenstand in der Nase, dann gucke ich an, ich suche sowieso nur an der 3 Meter langen Leine. Ich suche nicht an der 10 Meter langen, ich suche nur an der 3 Meter langen Leine. Jetzt weiß ich, jetzt hat er ihn in der Nase, geht hin und kurz vorher, Platz! Und dann, wenn er schon liegt, sage ich nochmal Platz und ziehe ihn so ein Stück nochmal zurück. Sie machen das nicht separat. Ach wo. He does this right on the track. He said he knows exactly where the articles are, so he always tracks on a 3-foot lead. So once he gets the dog gets close to the article, he gives him a correction already and then another correction to make sure that the dog lies down properly. That's how you teach the dog the first time? 15 foot, 3 meter. A short lead, whatever. 3 feet is only that long. Was ist los? That's how he'll teach the dog the first time? Was ist los? Der Willi hat gesagt, der 15 Meter, der 15 Meter, Was sagt? Die Pferdleine 3 Meter. Du weißt ja, was 3 Meter sind? 1, 2, 3. Ja, wie viel Fuß? Ich kann das, weiß das nicht. gesagt 3 Fuß. Ja, da kann ich nichts zu. 3 Meter. 3. 3 yards, pardon me, 3 yards.
that how he teaches the dog the very first time? The dog is tracking along and he gives the dog correction from behind his plots. The very first time he teaches the dog, that's how he teaches the dog. So lernt sich das der Hund das erste Mal mit dem Gegenstand. Yeah. Ja. When did you ask him that? Ah, mein Freund ist wach geworden. Sometimes I find, with my dog to reinforce the plot with the article, I'll do it like an obedience where I put the article out just in front of me and tell him to sue and make the plot. And I was wondering if you think that's good or if it's good for young dogs, just to work the obedience routine separate from the track. Ja, er hat gesagt, manchmal mit seinem Hund, bloß damit er sich ein bisschen besser daran erinnert, da legt er die Gegenstände irgendwo hin und macht Platz. Bloß damit er weiß, dass er das machen muss, wenn er auf einer Pferde ist. Das ist eine gute Idee. Ja, Ich würde immer die Gegenstände auf der Pferde finden. Das mache ich. He said only let him find it on the track. Er muss sie den Gegenstand erstmal suchen. Bei ihm brauchen ja nicht zu suchen, er braucht sie nur hinzulegen. Yeah, he said he has to really look for the article. With you, he doesn't really have to look for it. He can see where it is. There are two different methods, some people Egon, do was it ist? that way. You didn't get the question. In training, that he always finish the track to the very end, or that he's once in a while stop if the dog pointed out the second last article, for example, correctly. That he stop it, break it up right there, or that he continue always. Machen Sie immer die Pferde zu Ende oder hören Sie manchmal vor dem Ende auf? Wenn er Nach mit, dem zweiten Gegenstand vielleicht sogar. nein, wenn er mir jetzt schlecht sucht und er kommt nicht mehr weiter und am Schluss steht das Fressen, dann höre ich immer auf und dann kriegt er an dem Tag nichts zu fressen. He said if he's doing badly and the food is at the end of the track, if he's really not tracking, he stops early, but then he doesn't get any food that day. No, what I meant is, what if the dog tracks exceptionally well? That he stops sometimes a little early, or that he take a chance that the next article might not be pointed out so good. Wenn der Hund ganz ausgezeichnet auch mal die Pferde sucht, hört man das früh aus und Nein, also das damit er die Pensum, Chance nicht na kriegt, ja, dass er aber das das Pensum, was ich gelegt habe, wurde schon mal fertig. Schon 4 Winkel, 3 Gegenstände. Aber wenn ich bei einem abbreche praktisch, dass er nicht mehr weiter kann, ich Ja. weiß es zwar. Und dann kriege ich an dem Tag nichts zu fressen und dieselbe Pferde lege ich morgen wieder. He said if the dog is doing exceptionally well, the question Egon asked, there is no reason why the dog shouldn't be able to finish. If he's doing badly, then he stops early, but the dog doesn't get fed that day, and then the very next day he lays the very same track again and tries to make the dog finish. So, und wenn er morgen nicht durchkommt, dann hat er Pech gehabt, dann gibt es wieder nichts und übermorgen dann. Und dann, If he bis doesn't ich ans Ende finish, komme, ist egal. if he doesn't finish the next day, he doesn't get food either until he does finish. Wichtig ist immer dieselbe Pferde. Die wird gelegt und wenn es 5 Tage lang sind, jeden Tag aufs Neue. Und wenn What es is jeden Tag important is lay the same track, and this track is being laid until he tracks it. in der Wildnis, wenn einer nicht aufpasst, kriegt er auch manchmal 8 Tage überhaupt nichts zu fressen. In the wild, if a dog isn't performing properly, sometimes he doesn't get any food for 8 days either. Mach mal mit einem Dreierhund. Wenn ich jetzt eine Pferde lege und ich brauche dazu 5 Tage, bis ich ans Ende komme. Und nach 5 Tagen kriegst du dann fressen. Ihr werdet sehen, der ist kuriert wie immer. Er ist kuriert. If you have a 3-dog and it takes Oh, 5 Debbie, days danke to lay schön. the track, Ja. then he lays bets that after 5 days, he won't have this problem not tracking anymore. Ja. When he's tracking, say for a big trial, he's tracking 3 times a week, does he only feed his dog when he goes tracking? John. Wieder vor einer großen Prüfung, wenn Sie 2-mal in der Woche Pferden legen, dann Sie den Hund bloß dann 3-mal. Ja. That brings up a little statement here because of the Aber bei mir wird ganz, ganz gut gefüttert. Er ist ganz, ganz gut. He gives excellent food to his dog. Ganz exzellentes Futter. Nicht hier einfach fertig Futter und wartet es nicht. also Ich gebe, das kann ich auch sagen, ich koche Bullenköpfe. Koche ich ab in einem großen Campingkocher. Dann die abgekocht und die Brühe friere ich ein und das Fleisch lese ich ab, das wird auch eingefroren. Und das kommt dann in das Fertigfutter. Die Brühe, die ist wie Sülse, die ist richtig Bouillon. I asked him what he feeds his dogs because he said he feeds his dogs excellent food. And he said he takes these big steer heads or cow heads
and he boils this, and then he picks off all the meat and freezes this. This becomes like a jello, and then he mixes this in with the dry food, the prepared food. Vor allem, wenn die Bullenkörper fertig gekocht sind, nehme ich die raus und dann mache ich einen Eimer Brennnessel noch rein, Eimer Möhren und Curry und alles Mögliche kommt dann noch rein. Then he also, into this bouillon, he also mixes carrots and some vegetables. Marlene, on this subject, so people kind of put it in the proper context, studies have shown that wolves have survived with no adverse effect on performance for up to 27 days without eating, and that wolves, which are the same species as dogs, can eat over 25 tons of food in one sitting. So there's really nothing inhumane about feeding at this level. People should be aware of that. It is only not American. It is not unnatural to dogs. Naja, hat gesagt, in Wild herausgefunden, dass die Wölfe bei den Tage oder und dann sind ja auch 25 Pfund dabei, mal etwas. Ja. Und da ist keinerlei, also das stört die nicht. Und das ist auch nicht die Gesundheit. Ich habe eins festgestellt hier in Amerika, nicht die Rottweiler, die Schäferhunde, sind so 60-70% in einem schlechten Futterzustand und argweit aufsteigen. He found out that 60-70% of the shepherds, not so much the Rottweilers, but the shepherds are not in the greatest condition. In America. Hunde sind auch zu schmal. In America. Hunde sind zu schmal. Hast du, wo bist du an der, Steve, du hast doch meine Hunde gesehen. Die sind alle so. I wanted to ask that question. Ja. Translate for me. Yeah, the dogs are also a little too skinny. His dog's a little heavier. Oberfuttermeister Martin da, der bringt das, glaube ich, unter die Leute da, der Oberfuttermeister. Martin is going to be in charge of this. Hier, der Willi auch, der Schweizer Willi. Die Hunde machen schon so einen Buckel hier. Die ziehen die Nieren schon hoch. So knapp sind die. Yeah, the dogs are kept a little bit too skinny, and it's really not good for them. Wenn ich die Woche 3 Schutzdienste mache mit 3 Schutzdiensten, bei jedem Schutzdienst bekommt er 4 Schläge. Das sind 12 Schläge die Woche, mindestens. Schlag. Oh, okay. Ja. So, das sind 12 Schläge. Der Hund kommt nicht aus dem Bluterguss raus, ihr könnt es glauben. Er hat ewig den Buckel voller Bluterguss. Yeah, if you keep your dogs too skinny and you train your dogs 3 times a week, and with each training he gets 3 stick hits, he's going to have a health problem because there's just nothing to cushion this. Die treffen immer die Knochen. Da ist kein Muskel und kein Fleisch mehr, nur immer die Knochen. Yeah, you hit the bones, there's no muscle and there's no meat on them. Und wenn so hier jetzt das Rückgrat ist, hier, so, da dazwischen ist die Bandscheibe, gell? So, und wenn die Hunde immer da auf das Rückgrat, das gibt nachher die Spondylose, Spondylitis. Yeah, they're going to have a health problem if you keep hitting the spine all the time because there's nothing, to cushion the blows. Fritz bicycle is not. Does he what? Bicycle is not. Ja, ich setze mich auf Fahrrad und fahre einfach durchs Feld, wie ich will, oder mit dem Auto. Läuft alles mit bei mir. Yes, also he goes in the car and the dogs run with him. That's even during the training time. Ich fahre jeden Tag mindestens 4-5 Kilometer abends, mache ich mit dem Fahrrad so nochmal ins Feld. Ich wohne hier zentral, du weißt ja, wo ich wohne. Yeah, every day he goes about 4 or 5 miles on a bicycle. What? 4 or 5 Kilometers. I don't know what to Ich komme aus dem Haus raus und setze mich aufs Rad und fahre ins Feld, da stört mich kein Mensch. Yeah, he goes on his bicycle and goes about 4 or 5 kilometers. Does he do that up to the trial? Up to the, even when he's training the dog for the big trial, Oh, working dann him auch hard. so in eine große Prüfung gehen. Sicher, ja, warum denn nicht? Das ist alles normal. Immer normal weiter, wie immer. You train normal whether you have a big trial or not. The training goes on. Es gibt Leute, die sind zu extrem. Die fahren einmal die Woche 20 Kilometer und sonst bewegen sie sich kaum. There are some people that are too extreme. They bicycle maybe 20 kilometers once a week, and for the rest they don't do anything. Mach jeden Tag. He does every day, but shorter distance. At what age does he start road work with his dog? Louder. Das wird der Hund sein, richtiger Anfang mit dem Fahrrad. Ach, bei mir, ich lasse ab 6 Monate mitlaufen. Ich mach klar. 6 months. Oh, ich mach doch nichts. Ach, sicher, ich bin ja auch mit 6 Jahren, muss ich auch schon arbeiten und laufen und alles.
He said when he was 6 years old, he had to work and walk too. Das ist so. Der Calciumhaushalt, wenn der Hund in der Zahnung ist, geht das Calcium, das Phosphor überwiegend in den Zähnen. When the dog is teething, gets his permanent teeth, he's using up a lot of calcium. Und dann leidet der Körper. And it affects the metabolism of the Wenn der Hund dog. abgezahnt hat, And once the dog gets his permanent teeth, dann gehen die Vitamine wieder in den Körper. Das sieht man then auch. the vitamins are going back into the Dann fängt body. der Hund an und wächst mal hinten, mal vorne. Yeah, then the dog starts to either grow on the back or the front. Wenn das okay ist, dann sollen die laufen. And as soon as he's somehow balanced, then he can start running. The sport for the 30 years, and he said he knows every a person, you know, in the sport who amounts to anything. And if people come over here and say that these dogs are too skinny, they don't know what they're talking about. He said when you work a dog and work a dog hard, the dog has to have something, you know, he can't be just skin and bones. Ich gebe So dem it's Hund so nothing viel, new. ich gebe dem Hund so viel zu fressen, bis er satt ist, und dann halte ich das Gewicht mit dem Training, und dann ist es ideal. He said he gives the dog as much as he wants to eat, and he keeps his weight down with the training. Dann ist er auch immer topfit. And then he's in top condition. Ich mache das mit mir auch so, ich esse mich immer satt. Und He said he dann does the same thing with trainiere ich himself. das ab. El Ding oder irgendwas, ist egal. Ja. 3 times a week. Leute, die immer halb hungern, die sind immer schlecht gelaunt. He said people that are always hungry, they don't have a good disposition. Ja, und beim Hund ist es genauso. He says the same thing with the dog. Ja, gut. Was sagt sie? Ich frage, warum denkt man, dass die Hunde so dünn sein sollen? Ich verstehe das nicht. Ja, es ist so, wenn ich jetzt einen Ausstellungshund habe, dem fütter ich nicht so viel, weil der Hund dann doch etwas an Festigkeit leidet. Aber das kann man auch ganz dosiert machen. He said on a show dog, at least over there, I don't think that's the case here. You go by looks, and you don't want the dog. You want the dog to have maybe less weight than a working dog, because all you do is show the dog. Aber wir haben hier Leistungshunde, es geht hier um Leistungshunde. We have dogs that work here, so this is what's important. Ja. Die war schon lange da. On the 3 days when he does feed, does he give normal portions or give a lot? Ihr Hund ist doch ideal, Ihr Mann, sein Hund ist doch ideal gefüttert. Your dog is in the ideal top condition, Das ist doch gut. so you don't need to worry about it. Sie fragt, wenn ich den Hund dreimal während der Woche fertig gehen lasse und ich fütter ihn dreimal, kriegt er dann zu viel? Nicht zu Hause? Ja, natürlich zu Hause nicht. Das ist zu Hause nicht. Der kriegt aus der füttert nicht mehr, als wenn Ja, ich nicht so sage, ganz so viel wie er will, aber sein Pensum, dass ich sehe, jawohl, so bleibt er ideal im Futter. Ich nicht, also ganz viel, so viel er will, gebe ich ihm auch nicht. So, dass er den Futterzustand hat, wie ich mir den vorstelle. So viel gebe ich. He gives him enough to keep him in the condition that he should be in. He doesn't overfeed him, but he gives him enough so he maintains his weight and, you know, can work properly. You know, Colleen, when I was in Germany, I saw Fritz's dogs. I think really what the secret was to the condition of his dogs. He's not talking about dogs being fat. He's talking about dogs being super muscle. It was the strength of the dog's backs with the bicycle. And that's Fritz who agrees that, because I noticed the backs of his dogs skating on the bike. The strength was really something. Dean hat gesagt, was er bei ihren Hunden gesehen haben, war der stärkere Nosen. Ja, und das kommt vom Training, Konditionstraining. Sam. Ja, Sam, alles, Konditionstraining. Ich fütter und lasse laufen und dann gibt es Muskulatur und die Muskulatur unterstützt das Rückgrat. He said this is the training. He feeds his dog and he trains the dog, and this builds up a strong body Jeden Tag, bei mir jeden every Tag. day. Wenn das Wetter schlecht ist, ich habe noch so einen Kleinwagen und dann kommen alle Mann, müssen die hinterm Auto herlaufen, da fahre ich kreuz und quer durchs Feld. He said when there's bad weather, he gets into his car, and then everybody has to run behind it, and he just drives, and they get their workout too. Wenn ich auch irgendwo zum Training war, außerhalb, der Heimfahrt suche ich mir immer so 3-4 Kilometer vor meinem Haus, fahre ich durchs Feld und dann kommen die nochmal raus, wenn es mitten in der Nacht ist, das ist egal. When he comes home from a big trial, on the way home, when he gets close to his house, he finds himself about 3 or 4 kilometers, and then he goes through the field and then puts his dogs out, and then they have to run. Das gibt's noch immer. Wenn ich nach Hause anrufe, meine Frau, sage ich, sind die Hunde in richtigem Zustand und meine
Ich habe 2 Helfer, das sind junge Leute, die kommt, heute kommt der, morgen kommt der, die fahren mit dem Fahrrad. Now that he's away from home, he has 2 young helpers, and one comes every day and exercises his dogs. Good boy, arm boy, red boy, red boy. Yeah. So, jetzt machen wir mal ein bisschen. Serious training. Wegen dem Alter fangst du an, seriös zu trainieren. Hundarten. Das kommt auf jeden einzelnen Hund an. Mach. It depends on every dog. Auf jeden Fall mache ich den Hund erst im Schluss in 90% schärfer. I'm going to finish, before I do any obedience, I'm going to finish a dog in protection work to 90%. Weil der Gehorsam, die Unterordnung, die geht auf Kosten des Kampfes. Dadurch, der Hund Because wird obedience, if I do too much obedience, it's gonna take out of the fighting drive later on. das kommt auf den Belastungswert des Hundes an. It depends on the dog. How much can the dog take? How much pressure can the dog take? Der Gehorsam schmälert den Kampf. Too much obedience, gonna go at the expense of the fighting drive. Einen mehr, den anderen weniger. One more, the other one less, depending on the dog. Wenn ich dann anfange, dann lerne ich ihm das bei Fuß, aber ich habe den Schutz nicht so weit gelassen. Assuming now the dog is ready in protection. Stelle ich mir den Helfer in den mittleren Versteck, der Hund zieht ihn. I put the helper in Der Hund will zu the dem center Helfer, blind. The dog sees the helper. der Hund will zu dem Helfer hin. The dog wants to go to the helper. Und ich lerne dem Hund Fuß And I teach the dog to heel. und der Helfer holt mir den Hund aus dem Druck raus. Immer wieder, der Hund will immer wieder nach vorne. Wo gehen? And the dog always wants to continuously go to the helper. Dann lerne ich ihn ganz korrekt bei Fuß. But I will teach him very correct to heel, right there. Wenn ich jetzt hier auf den Platz gehe und der Hund hat gar nichts, dann geht er hier gedrückt, als wie der Helfer absolut. Bitte? Wenn ich jetzt auf einem Platz übe, mache den Hund aus und mache den Hund korrekt, dann wird der Hund viel schneller langsamer und gedrückter, als wenn ich mir da einen Helfer hinstelle und der Helfer holt mir den Hund immer wieder aus dem Druck raus. It's much better to train with the helper out there when you start your obedience. If you would train on a field where there is nobody else here, the dog will go down and down and down. Der Hund lebt immer The wieder more auf. obedience you do, the more down the dog will go. But if there's a helper out there that every 5 minutes or so can get my dog back up again out of the low pressure thing. Wenn ich jetzt 5 Minuten lang korrekt links rum, rechts rum, kehrt mich halten. I'm going to do for 5 minutes, left turns, right turns, halts. Und zur Belohnung lasse ich ihn beißen. And as a reward, I give him a bite with the helper. That always brings him back out again out of the pressure I put on him. So lerne ich einen jungen Hund. That's how I teach a young dog. Does he use a collar correction or does he use the hands-on and calm? Mit der Halsband, eine Leine korrigieren oder mit den Händen? Wie es braucht. Whatever the dog needs. Depends, it doesn't matter. Is there something like play obedience that you start when the dog is very young? Machst du auch mit dem Hund Spielunterordnung, also mit dem Ball und so? Spiel auch. Yes, I play with my dog too. No, I don't During mean obedience. playing with your dog. I mean obedience with very little. Yeah, to teach a puppy maybe 2 or 3 months old to sit and down without any pressure at all. Just maybe with food. Ein Jungen, der 2, 3 Monate halt nur ohne Zwang steht und Belastung und so abrufen. 2, 3 Monate alt mache ich da mal, höchstens mal mit 2, 3 Monaten überhaupt nicht. Not with 2, 3 months, Ab nothing 6 at all. Monaten sage ich mal, sit. Up 6 months I told him, tell him Nicht maybe Unterordnung, sit or irgendwo something. zu Hause. It's not obedience, some at home maybe or if I go for a walk, not out here in the training field. Any questions? When he says finish him with protection work, okay, how do you define finishing in the protection work Was heißt bei dir 90% fertig? before obedience? Ja, dass er mal nicht so ganz, ja, dass er noch nicht ganz sauber ist beim Aus vielleicht, beim Zeitantwort und so. When I say 90% finish in protection, I mean maybe the dog needs to be cleaned up a little bit more, or maybe he's not quite correct in the bite work yet, but most of the bite work is in. Also ich sehe, diese Korrektheit kommt automatisch, das blendet sich automatisch ein. The rest of their correctness will come later. Das ist eine Frage der Zeit nur noch. Just a question of time. Ja.
with the retrieve work with the dog, does Fritz use the force retrieve with the dog? Wenn du in Drehholz arbeitest, wie viel Zwang anwendest du? Dann mache ich auch zu 80%. Ich fange mit dem jungen Hund schon mit dem Ball an zu spielen. I play with the ball with the young dog already, a lot. So, wenn er mit dem Ball so jederzeit holt und bringt ihn etwa bis dahin. If I get the dog to play with the ball and bring the ball back till about 3 meters in front of me. Ich nehme manchmal einen Ball, manchmal nehme ich auch einen Stock und schmeiße. Or sometimes I take a stick and ride it and throw it. Wenn er dann abgezahnt hat und er geht jedes Mal und packt den Ball, holt den Ball und dann mache ich ihn an der 10 Meter Leine und wenn er den Ball hat, hier und geht zurück. Once I told my dog to bring the ball back, and even if it doesn't come back all the way, I put him on a 10-meter leash, and then I teach him to bring the ball into me. Ich habe dann meistens den Ball und durch den Ball habe ich eine Schnur. Mostly I use a ball, and through the ball I put a string. I attach a Den string Ball hat into und the er ball. lässt ihn wirklich mal fallen, dann halte ich ihn fest, ziehe ihn weg, den Ball und schleudere ihn wieder. I hold my dog in the left hand, I play with the ball, and then I put the ball in my pocket. So. Ja, und so mache ich das bis zu 12, 13, 14 Monaten mit dem Apportieren mit dem Ball oder mit dem Stock. And I do this till the dog's about 13, 14 months old, to bring back the stick or bring back the ball. Ja, und dann nehme ich auch ein kleines Apportier und werfe das And then also sometimes I take a small dumbbell then at that time. Okay. So, und dann bin ich ja mittlerweile mit der Unterordnung habe ich dann schon angefangen. And in the meantime I start the rest of the obedience. So, und dann kommt ja mal die Zeit, also mir das Holz fallen lässt. Und dann And ist then, ein Zwang. and then there will be the time when he's going to drop that dumbbell. And then I'm going to use force at that time. Aber den Zwang mache ich nicht eher bis zu 90%. Da springt auch schon die Hürde mit dem Holz und alles. But I'm not going to do this force till it's at least 90% finished in protection. Dann mache ich etwas Zwang absichern. And then I'm going to ensure myself against mistakes by using a little force on the Dann wird der dumbbell Hund work. immer freudig beim Apportieren bleiben. This way the dog will always be a happy retriever. Früher haben wir nur Zwangsabbott gemacht und das geht heute nicht mehr. In the olden days we used force only with the dumbbell work, Die Hunde but kommen nicht nowadays mehr, we die changed Hunde our kommen mind. nicht mehr aus dem Druck raus. The dogs never come out of pressure. Zeigen nicht die letzte Freudigkeit. They don't show any more happiness after that. So we don't do that no more. So then also he doesn't have a stranger that do that. A lot of people say have a stranger teach your dog to retrieve. Nein, ein fremder Mann kommt nicht an den Hund ran, das gibt's nicht. I will not, no stranger touch my dog. Lass man uns von Fremden nicht einschüchtern. No stranger can threaten my Wird ja dog. eingeschüchtert, ist ja ganz klar. Ja, lass mal. My dog retrieves happily, just no force at all, but he mouths, plays with the dumbbell a little bit, mouths it. Die Dog geht ohne Zwang, geht ganz flott in den Drittel, hast du recht. Aber er knauscht es. He wants to jump at me with it for me to take it from him. Huh? He wants to, when he comes back to me, he jumps at me, wants me to take it and play with it. Er springt sogar an, wenn es zurückkommt, dass er mit dem Spiel landet. Ja, das sollte man auch, dass man vielleicht bei Eddie leidet nicht die Beine machen, wenn er anfängt und spielt, dass dann von hinten einer zählt, hier sitzt nochmal. Maybe you should do the same what we demonstrated on the outwork yesterday. Put a long leash on the dog, put it under somebody underneath your legs and somebody pulls in the back. Say bring. Und bei dem Knauschen sollte ich doch mal um den Steg, das haben wir doch hier gemacht, so In- 3-4 Mal ein Draht rumwickeln. And on the chewing on the dumbbell, we demonstrated it earlier in the seminar. You put that loose wire 3-4 times around the dog. That'll stop the chewing on the dumbbell. Dann ist das, wenn er den Steg nimmt, unangenehm und dann knautschen. Because it's going to be very uncomfortable to the dog to chew on that wiry dumbbell. Nein. So, gut. Nächste. Yeah, Fritz is going to show us some things about the fertile, I believe, but Du hast uns noch ein paar Bilder zeigen, wie man unsere Geräte verbessern kann. Sonst erstmal noch Fragen? Before we go to that, there's any other obedience questions? Oh, Sunway. Beim Voraussenden. Voraussenden, ja. Da machen wir auch einen Pfahl. Also da mache ich auch erstmal, wenn ich jetzt ins Feld, ich gehe jetzt spazieren. I take my dog for a walk. Und dann, wenn ich mich wieder umdrehen will, And when I want to turn around, vielleicht in den alten runden Platz, wenn ich
ich alte Hunde und junge Hunde habe ich. I'm going to take old dogs and young dogs with me. I'm going to tell the old dogs to down, Dann sag ich zu den Down und den Jungen habe ich so an der Leine und dann schmeiße ich and den the young dog I have on a leash. Ball weg und sag voraus. And I'm going to throw a ball out there. So, dann gehe ich And wieder, I say voraus, dann gehe voraus. ich wieder ein Stück Richtung nach Hause, ja, 100 Meter. Then he turns around, goes about 100 meters towards his house. Und dann mache ich den jungen Hund los und sag voraus, such deinen Ball. Then I take the young dog off the leash and tell him to look for the ball. Und die Alten bleiben noch liegen und dann sehe ich immer, And the old dogs are still on the down. Und dann sage ich zu den Alten, voraus, such deinen Ball. Jetzt, die Alten laufen und den umher. And now I'm Und der going to tell Junge the old dogs to go look for the ball. Und der Junge gibt nicht her, der ist ganz stolz. And the young dog got the ball now and he won't give the ball up. He's going to be very proud carrying the ball around. Das mache ich sogar als Konditionstraining. Ich lege I den do Ball that as manchmal also as conditions to train the dogs for the physical condition. 2 too. Kilometer ins Feld. I go 2 dann schicke ich alle Mann kilometers out in zurück. the field Schicke ich alle Mann zurück. Und and I send all dogs back. Ja, dann tut der Hund sich richtig auskalorieren. Then the dog really have to race for the ball. So, und wer zuerst hat, der kommt. Ist egal. Und die anderen gehen eben leer aus. Die müssen sich beeilen oder stellen And sich. whoever is the fastest is going to get the ball as a reward. So, und hier in der Übung hier legt sie da oben auch einen Ball hin, das haben wir ja gezeigt. So what we do here in training field, we also put a ball up out 10 there, Meter zurück und sagt voraus, Platz. go 10 meters back and say for out, send your dog out and blast. Ich habe so eine schöne Kappe auf, kann ich die Kappe hinlegen. You got a beautiful hat on. You can put that out too, he said. Ja. Or come out and hit some rauslegen or Kann something. man auch sicher, ja. Yeah, you can use anything practically. Wollen wir? Ja. Does he let the dog get all the way to it? Ja, wenn ich jetzt einen Hund habe, also ein Spitzenhund schon ist, da sage ich 10 Meter vorher Platz, manchmal 2 Meter vorher Platz. Weil beim Vorausschicken, da sagt der Richter, auf meine Anweisung Kommando. Spitz, ja, ein Hund, der perfekt ist. If I have a dog that is already perfect, I sometimes let the dog only go out 10 meters. In other words, don't let the dog go all the way to the object out. The dog must down there first because in a trial, you have to down your dog at the judge's order. You cannot wait till the dog is arrived at a certain point. When the judge tells you to down in a dog in a trial, then you must down your dog, even if the dog is not all the way at the fence line or whatever the dog is used to. The dog must go down on your commando. So, gleich nochmal auf den Haarlauf, wo man sabotieren kann, vorne hinziehen, runter voraus kann, lernen. I'm going to show you now on a picture a piece of equipment we can use to teach the send out. Das sind Geräte, die gibt es noch nicht zu kaufen, gell? Das muss man sich selber machen. So this equipment, what I show you now, you cannot buy in a store. You have to make them yourself. So, man nimmt ein Tiefhandrohr. You take a square piece of pipe or tubing. So, dies ist jetzt ungefähr lang, About 30 inches long. das sind Deutsch, das sind jetzt 100 Millimeter. Ja, was 30 Zoll. Yeah, Da machen wir Zoll hin, Zoll. All right. He's gonna write down inches now. About 30 inches. So, so ist Zoll, gell, oder? Das 2 Nullen oben, Zoll. Oder Ja. machst du Gänsefüßchen? No, 2 Strichler. Wir machen so hier. So, das ist so machen wir. Oh, Englisch! Nee, das ist falsch. So, 1 Meter. Ja. Jetzt ist das ist ein Rohr, was innen hohl ist. This is a hollow square piece of tubing. Jetzt muss da ein Fachmann, ein Schlosser, der schweißt jetzt hier so eine Spitze dran, hier und so eine Stahlspitze. You're gonna send it to American Steel and Stairways, and they're gonna put a solid tip on it. You have a solid tip on the bottom. Man kann sowas auf einem Blatt fest installieren, kann man auch. Dann braucht man die This should be maybe cemented in for good on a training field on the side somewhere. Wenn aber dann an beiden Enden, da einen und da einen, Weißt du, Beine müssen haben. schicken wir mal so voraus und so. You should have this on both ends of the field because sometimes
You send your dog out this way and sometimes you send your dog out that way. Both directions. Egal, ich brauche dann nur 2 Hülsen einbetonieren. Da eine Hülse und da eine Hülse. What he recommends, does embed a sleeve in the concrete where you can stick the pipe in the sleeve. Hier. So weit in die Erde, eine Hülse, ja? Put it in about a foot maybe into the ground. Oben kommt ein Deckel drauf, You put a lid on the top of that sleeve. wenn es nicht gebraucht wird. So if that thing isn't used, nobody will get caught in it. So, jetzt hat man einen Pfahl, den steckt man hier rein. Now you have this post, you put it inside that sleeve. Da ist, einmal steckt er da drin und da drin. Das ist egal, damit man den Hund einmal nach da voraus kann schicken und einmal nach da. Make sure again it's on both ends of the field, so you can send your dog in both directions. Gut, so. Der Pfahl hat hier oben eine Platte aufgeschweißt. There is a steel plate on top of that post, that insert, Und auf dieser Platte hier oben jetzt, and on top of this plate, da ist jetzt eine Rolle. there, I mount a roll. So eine Rolle. So eine Rolle, gell? Zeig mir mal so hin. Ah, das ist nur nicht richtig. I didn't like that roller. Ja, die kann so nicht so groß sein. Ja. Das ist jetzt eine Rolle hier, gell? There's a roll mounted on top. Jetzt geh durch diese Rolle, die Schnur durch, die ist 100 Meter lang. 150 Knochen. And through this roll, I put on about 100 or 150 meter yards long cable, So, a rope. jetzt ist einmal, hat er einen Helfer, die Leine in der Hand. So what I do, I give the end of that leash, I give it to the helper, Und das andere Ende ist am Fuß. and the other end is connected over the roll onto the dog. Kann ich den Hund so vorausziehen. And the helper can pull the dog out. Okay? Ist das verstanden? You all understand that? So, das kann ich zum Vorausnehmen I can use that for the send out, und zum Apportieren auch. also for the dumbbell work. Schmeißt das raus und sagt, bring. Und Sie hier, der Hund geht Throw the dumbbell out. As they bring, the helper can pull and the dog comes in. Und wenn man sowas für zu Hause haben will, dann würde ich sagen, so ein Pfahl, den schlägt man in die Erde. Or if you want to make something like this for your house, just make a pointy post like he showed you on the picture, Legt oben ein Holz drauf, einen Hammer und schlägt das eben in die Erde. and use a piece of wood and knock it down into the ground. Macht dann hier auch. Das ist dann eine Platte, die hat hier so nochmal so ein Stück angeschweißt. And I just put a plate on top, is an insert that fits into that pipe, Und hier drauf ist dann die Rolle. and on top of that plate I mount a roll again. Die kann ja nicht fest wie hier. Das kann ja nicht fest wie hier sein. Nicht so hier. So. Like this way. Okay, dieses Oberteil muss man ja abnehmen können, damit man erstmal, sonst schlägt man die Rolle kaputt. Das wäre jetzt für privat zu Hause. I would recommend to make the top portion removable. In other words, mounted on the blade has an insert on that goes into that pipe. Okay. Was ist? We hold even. All the time. Ja, so ungefähr 1 Meter. Ja, die kann etwas tiefer sein. Das kommt jetzt darauf an, wie A man little in less die than Erde this rein. post here. Jetzt, wie man das in die Erde reinbekommt, das ist alles ein bisschen so. Das kommt, das Erdreich hier wird schwierig. It's going to be difficult here. You almost have to cement the sleeve in here. So, Which is no problem. und jetzt kann man diese Hülsen hier, diese Hülse, die kann man dann noch verwenden. Jetzt macht man wieder einen Stab, der hat oben Kugellager. Now I can use this insert for another piece of equipment. Und da macht man dann eine Leine. Und die hat hier nochmal eine Feder drin. Die bindet man dann da dran. Zum Hetzen. Als Hetzfaden. Yeah, I can use this sleeve also to put on as a agitation post. To put a ball bearing on top of that plate, it turns around, and onto that ball bearing you mount a steel cable with a spring on it.
with the spring in it. Also die Hülsen kann man hier vielseitig verwenden, gell? So there's many, there's already two uses for that insert, which is mounted solidly, it's cemented in the training field. Vor allen Dingen, man kann zu gleicher Zeit zwei junge Hälften, Unterhälften. Da oben kann man eine anbinden. So this has the advantage that since you're going to have two of those sleeves, you can work two dogs at the same time. You can work one dog at this end of the field and the other dog at the other end of the field, another helper. Der Egon, der neuen Platz bekommt, dann werden wir das genau eintragen. He volunteered this morning already and he said it now again. When we get our new field, he's more than happy to give us a layout how to make, where to put this stuff. Morgen machen wir Grundsteinlegung. Der wird dann gut bekosten. Gell, Ost? Morgen Grundsteinlegung, sagt mich Tomorrow he would like to go over to the field and look at it. good. Ja, aber gut, hier mit Sekt. Good. And then we're going to have only we have to have some beer and champagne along. And he's going to give us all the instructions, where to put the blinds, where to put those poles. He's going to give us a whole layout, how he thinks the proper layout for the field should be. Ja. He went in later one other thing. Ja. He's going to show us where the chunks go and everything. Ja. We can call it the Fritz Beihler training field. Designed by Fritz. Question? Could you ask him to draw a diagram now of a training field where you would put the blinds? Yeah, that's a good idea. Wir würden gerne, ob du uns aufzeigen kannst, einen Übungsplatz, wo du denkst, theoretisch soll alles sein. Wo die Decke stehen sollen, die Wände, die Kleiderwand und so weiter. Kannst du das uns mal aufzeigen? Ich kann es Deutsch. Gut. Jetzt fangen wir hier an. Die Stecker sollten etwas versetzt sein, gell? It should be a little bit offset. Das ist klar. You understand that? Gut. Dann würde ich hierher, hier käme jetzt das Mal hin, in der Rolle. Here I would put that post with the roll. And here's the other one. Das ist auch schon mal klar. Dann würde ich vielleicht hierhin auch eine Hülse machen, dass man beim Stellenverbellen den Hund auch mal an die Leine kann nehmen und aus. Das machen wir hier direkt daneben. Yeah. And next to the first blind, I also would put up one of those posts with a roll so we can help the dog with the hold and bark exercise. Die Stellenverbellen, wenn der Hund jetzt ausplatzt oder der dauernd belästigt, dass man den. If the dog bothers the helper too much, you can use his roll to correct that. Können wir vielleicht hier auch noch hinmachen und hier noch. Maybe on the other two blinds also. So. Dann würde ich ja, da. So. Noch hier in etwa. So. I would put my hurdle in the wall there, Damit das hier frei bleibt zum Marschieren. so the center is free for your healing. Dann Größe eines Platzes, das ist auch sehr wichtig. But everything depends on the size of Sollte the hier field. It's mindestens, very important to have a large field. das kommt jetzt auf den Verein drauf an, wenn er normal nur Breitensport macht. It depends on the club. If the club has a desire just to do a regular training, Dann reichen 60 mal 80 Meter. Sag mal, das in Zoll, wie ist das in Zoll? then a field of 60 by 80 meters, which is about 60 by 80 yards, would be sufficient. Das wäre die Größe, aber wenn man auf großen Prüfungen führen will, But if you guys have ambitions and want to show championship trials, dann sollte man den Platz doch so anlegen wie in etwa die Größe eines Stadions. Also nur der then the Rasenplatz. field should be about as big as the field at a mit soccer Aschenbahn. stadium. Fußballplatz. Ja, Fußballplatz. Die sind dann so 90, 100 mal 70 so in etwa. Gell? And those fields are about 90 by 70 yards. Weil man sollte gar nicht glauben, wenn Leute auf einem großen Platz das erste Mal revieren. Die brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich den Platz eingeteilt haben zum Revieren. Because I've seen it happen many times.
people, they come from a club where the field is relatively small, and then they come into a stadium. The dogs have a lot of problems on the Revier. Ja. Frage. Ist ja nicht besser, wo wir haben, dass man die Springwand und die Kletterwand auf der Seite haben, so wie wir. Da ist überhaupt keine Behinderung mit da. Dann hast du aber Plätze, die beim Revieren, die haben die Spende da stehen und dann geht der Hund in den Versteck hier nicht rein, Ego. Okay. I asked him, isn't it better to have the wall and the jump like we have it here, totally out of the way? He said, no, the reason I don't think so, because sometimes you go in a strange field and that they do have the jump in the middle of the field, like I showed here on my diagram. And our dogs are not used to it. They think it's a blind. They're going to start veering around the jumps. Wenn der Hund das nicht kennt, kommt er von hier so und geht hier rum. Because the dog could take the jump mistakenly, make a mistake and think the jump is a blind. They go around the jump instead of around the blind, and that'd be faulty. Which blind does he do most of this basic training? You mean the hold and bark? Yeah. Welchem Versteck machst du die meiste Arbeit als Stelle und Tabellen? That Also depends on the dog. ich mache meistens im dritten oder vierten Versteck. Mostly I use the third or the fourth blind. Dann geht hier der Hund auch, bricht mir nicht aus und geht dahin. Then my dog doesn't break out and go over to the last blind. Ja, also ich lasse meistens im dritten, vierten Versteck. Mostly the third or fourth blind. Ja, das kommt drauf an, wo ich anfange. It depends where you start. If you start from the front, your third blind would be the right center line, and the fourth would be opposite. Dann nochmal, das sind sehr schöne Verstecke hier, die sind gut. He likes our blinds here. Aber die sind, wenn ich im Kapellen dem Hund helfen will, sind sie zu eng. But they're a little bit too narrow if I want to teach the dog to they hold and bark properly, and I need to use the stick. Der Versteck sollte hier mindestens haben 1,20 Meter. So soll er haben 1 Meter. Our blind should be a little bit larger, wider. Should be a 1.2 meters across the front here and about 1 meter out. When you measure 1 meter straight out, like you showed in a diagram. Ich würde, wenn ich einen neuen Platz anlege, würde ich die Blenden mitnehmen. Ja. Würde sie noch etwas aufdrücken. Etwas breiter machen. Ja. Und würde an alle 4 Ecken bei den Blenden würde ich gleich Büsche setzen, also Tannen. What I would recommend on our new field, I would take those blinds, make them a little bit wider, maybe a foot on each side or a foot and a half, and on all 3 corners I would put some trees, pine trees or something, around the outside. Und in der Mitte die würde ich so lassen, die würde ich mal jedes Jahr anders anstreichen. Einmal grün, einmal braun. So in the middle with kind of body. Nein. And on the center blind, I would not put a tree on or bushes. I would every year I would paint it a different color. Es gibt Hunde, die laufen auf Anhieb keinen natürlichen Versteck an. So there is dogs, they have difficulty to walk around a natural blind with trees in Dann front of gibt es it. Hunde, die laufen auf Anhieb kein künstliches Versteck an. And there's also dogs that don't go around an artificial blind like we have it here. Ich habe auf meinem Trainingsplatz zu Hause die 4 Ecken gepflanzt mit Fichten, die sind so hoch, so groß und in der Mitte die sind 2 Zelte. On my training field, my private training field at my house, I put on the outer blinds, I put nice bushes around, but the 2 blinds in the center, I just use the regular folding type blind like we use here. There's 2 different kinds of blinds on the field. Deswegen nicht nur natürliche Verstecke und nicht nur künstliche. This way I have 2 artificial blinds and I have 4 natural blinds with the bushes around. Dann noch was. Hier, da, ja, aber Moment mal. Die Hülsen machen wir hier eine hin und eine da und eine da. Hülsen mal verstecken. So, those inserts in the ground, we should put on a pearl, the 3rd and the 6th blind. Damit man den Hund mal runter kann ziehen. So you can pull the dog down if the dog has to go on a flat. Aber in die Hülsen kann man auch, wenn das jetzt eine Hülse ist, dann macht man hier ungefähr 2 Meter hoch.
ein Rohr. So. Ja, und macht einen Galgen hin. Den steckt man rein, der hat oben so eine Öse. But also what you can put in this blind So kann man is auch... a 2 meter, which is about So. 6 feet high post with a hook on it, that you can hang it on. Und hier rein hängt man... Bitte? Hier rein hängt man einen Überzug. Alten Ärmel und alten And Überzug. into this hook, you hang an old cover or something. Wenn ich alleine bin, ich übe auch mal viel alleine. So a lot of times I train by myself. Jetzt reviere ich das Gelände ab I do my rear work, und kommt ihr hin the dog gets there, und dann bleibe in der Mitte stehen, gib laut. and I'm in the center and I say the dog get loud. Da kann ich dran, muss verbellen. The dog cannot reach it, but he starts barking at that thing. Dann komme ich hin und dann nehme ich den Ärmel runter und lasse ihn ball. And then I go there, praise my dog, and I take the arm off the hook and let that dog bite it. Gut, Good. Excellent. kann man alles machen, gell? Also das sind alles so Geräte, würde ich alles beim neuen Platz machen. Und die Hülsen hier All those things I would put in our new training field. mit der Erde bündig und eine Plastikkappe drauf. Die Hülsen mit der Erde bündig And und those gleich. inserts in the ground, we should have a cover on, so no dirt or water or something gets into it. Ah, da kann man auch vieles bauen. There's a lot of things you can build to help the training. He was going to show us something about the hurdle. This is my zeigen mit der Hürde. Ist das so verstanden hier? Al, you took the notes of that, huh? Ja. Okay. We got it on tape, Egon. Oh. Hürde. Okay, the hurdle. 1 meter. 1 Drei yard Sprung about. für Schütze und 1, 2 und 3. Shooting 1, 2 and 3. So. Ich mache eine Hürde 1,15 Meter hoch. I'll make mine another 15 centimeters higher. Gut. Fangen wir an beim jungen Hund. Which is about 5 inches higher. Da fange ich an bei 60 Zentimeter I an. start with the young dog at 60 centimeters, which is a little bit over half a yard. Lerne ich ihm erstmal den Freisprung, indem ich, wenn es geht, selber mit rüber springe und And I zurück. try to teach my dog to jump over that by jumping with my dog. Gut. Das ist der eine Vorteil. This is one advantage if I jump with my dog. Dann kann ich eine Leine, wenn ich das Apportierholz werfe, And then I throw the dumbbell, ich habe ihn an der langen Leine, and I put my dog on a long leash. und wenn er jetzt so kommt, My dog comes like that, and he wants to go around, dann ist die Leine liegt hier dazwischen. and the long leash is in there. Und dann kann ich ziehen, Then I ziehe can wieder pull, hier zurück, Yeah. get my dog back, deswegen auch dies höhere. and that's why it's higher on the side. So, das ist einmal für den jungen Hund. This is for the young dog. Gut. Jetzt What weiter. age? Damit der Hund, auch der junge Hund dann, immer frei springt. Bei In 60 order for the young Zentimeter, dog to always jump freely, bei 60 oder bei 80 und dann auch beim Meter, immer frei 60 or springen. 80 centimeters or up to a meter, Mache ich jetzt I do the following. und hier ran eine Platte geschraubt, Schweiß, I weld a plate on each hand, or fold it on each hand. so. Und diese Platte sieht dann so aus, so. Looking at it from the side, it looks like that. V-shape. That's the plate, Wird hier dran geschraubt. and you fold it onto that side. So, jetzt sieht das so aus. It has a V-shape. Klar? Hier, so. So. Ungefähr 90 Grad, dann machst du 45 Grad. Na 90. Rechts nicht. Nein. 45, eine Hälfte, ja. Hier. Das ist 90 Grad und das ist 45 Grad. Ja? About a 90-degree angle overall. 45 Grad. 45 So. degrees each way. Und das an beiden Seiten. Und dann spanne ich einen glatten Rosendraht da, wie so ein Stahldraht. And then I mount the sleeve onto the hurdle, and then I take a wire, steel wire. Wenn der Hund jetzt springt, dann Don't ist die jump. eigentliche Höhe, das ist 1 Meter. This is 1 meter. Das ist 1 Meter. Gell? 1 meter to the last board. Und diese Drähte sind beim jungen Hund entsprechend auf 1,5 Meter. But with the young dog, I only go for maybe 5 centimeters, about 2 inches higher. Wenn er jetzt nicht frei springt, bleibt er hier an diesen Drähten hängen. I'm going to attach those wires to the end of that V there. And if the dog don't jump freely, it's going to hit those wires.
Das ist eine Methode. Dann gibt This es is noch one nach. method, one way. Das letzte Brett. Das letzte Brett. There's another way. The last board. Das letzte Brett. Das schiebt sich hier nicht in das U-Profil rein. I don't put it in the profile Ja. inside the jump. Das Brett ist, das macht man jetzt normal Finger. so breit. Nein, breiter. So, angenommen diese Bretter hier sind alle 10 cm breit. Assuming all those boards are 10 centimeters wide. Jetzt macht man das hier 20 oder 5. I'll make the last one about 20, double the width of the board. 25 cm breit. About 25 centimeters. So, gut. Und dieses Brett hier, das hat auf dem ersten Drittel nach 5 cm hier eine Achse. And in the lower third, I put an axle on it. I attach a steel axle, a round steel bar onto it. So, die Achse ist fest auf dem Brett befestigt. You attach this bar, this round bar, onto the board. Hier kommt jetzt eine Rolle hin. And there's a big roll on the outside of that round bar. Auf diese Rolle wickel ich eine Schnur oder ein Onto that roll, I attach a string, 2-3 Mal. maybe 2 or 3 times around in diameter. Da hinten steht ein Helfer. The helper is standing maybe 40, 50 feet back. Der Hund springt The dog jumps. und wenn der Hund in der Luft ist mit allen 4 Beinen, At the moment, the dog is in the middle of the jump, up in the air. zieht der Helfer an der The Schnur. helper pulls on that cable. Das Brett dreht sich. The board has to turn. Wird 20 cm oder 15 cm höher. All of a sudden, the jump is 20 centimeters higher because the axle is off center on the board, Und der Hund schlägt ab. and the dog will hit. Fritz, das vergessen zu sagen, das Brett muss das Ding sein, der muss ja dann schon brennen. Ich hab doch gesagt, hier, Egon, hier, das Brett hier, guck hier, das passt hier dazwischen. Die gehen durch in das U-Profil und das Brett hier geht nur bis dahin, guck hier, das haben wir so gezeichnet. This last board Das haben wir auch must so be narrower, gezeichnet. so it clears the verticals, the upright. Ich hab das auch so gezeichnet da, gell? It must clear the upright bars. So, You have to cut it down. wenn der Hund jetzt weiß, das Brett dreht sich immer und wird um 15 cm höher, dann richtet er seinen Sprung so ein und springt so viel höher. Once the dog learns that, hey, every time I jump, this jump gets higher and hits me, Muss nur immer the gemacht dog werden. automatically will jump quite a bit Das ist higher. eine ganz humane Methode. It's a very humane method, no Excellent. Auch cruelty mit or dem nothing. mit dem Draht, das ist auch human. Same thing with this wire. There's no pain or very little pain involved. Ja. On the spinning board, is that so you can start the dog at a lower height with that? Is it movable or Mit dem Brett, mit der Achse, kannst du auch unten schon anfangen da, und mit Jungen? Nein, da reicht ein Draht. No, there's a wire should be Das ist sufficient. dann die Perfektion. Nein, das ist zu viel. That's too early. Nein. Yesterday, Fritz was saying that wire should be copper that you put across there, so it doesn't reflect. He mentioned that He yesterday. did say steel, but sollte der Draht, kann ich sagen Kupferdraht sein? Der Kupferdraht, den man schlecht sieht. Der Kupferdraht ist längst, das sieht man ja besser. Nein, als Kupferdraht Stahldraht. glänzt doch nicht, ist der braun Kupferdraht. Und der Stahldraht kann es auch sein. Es kann ruhig ein Draht sein, der ein bisschen verrostet ist, der sich nicht... It doesn't matter, it could be copper or steel, but if it's steel, it should be a little rusty. The dog should not notice that wire. We need to get a wire that is not so noticeable. You can use any wire as long as it's not noticeable to the dog. Not a shiny copper wire, but a rusty steel wire would perhaps be the best. Dieses Brett, This das board. muss dieselbe Farbe haben und alles wie die anderen. This Alles. board Darf ich must nicht be davon painted in the same color than the other boards, so the dog can see the difference. Deswegen, wenn man so eine Hürde baut, macht man lieber noch 1-2 Bretter mehr und streicht die genauso wie die anderen sind. That's when you build your hurdle, make a few boards extra, but they must be painted in the same color. So when you turn that thing, the dog doesn't really know how come this last board gets higher.
Do you spin it the direction the dog is jumping? In der Richtung sollte ich bei drehen wieder But what an excellent idea. Ist doch egal. It doesn't matter which way it spins. Das so As long kommt as it gets oder higher. so kommt, das trifft ihn immer. Das so oder so. It doesn't matter which direction. Egal, ob das trifft. Main thing is it turns, it becomes higher. Okay, Could you ask him if he's thought about fishing line instead of wire? If it wouldn't Wir wissen, wie es anstatt Draht, mit Draht oder so, und so von den Fischen. Ja, Angelschnur ist sehr gut. Sehr Yeah, gut. would be very good, a fishing line. Das ist sehr gut, ja. Ja. Am Mittagessen in 5 Ja, ja. Ich habe noch ein paar Methoden, die machen wir durch, dann machen wir wieder. Kleinen Moment. We got a couple more methods, we do them, discuss them, and then we have lunch. Hier ist sie wieder. Question. Do dogs ever get caught in the wire, or is the wire fixed so that if they did get caught, it would release, or what? Wenn der Hund dann sich mal im Draht verfangen soll oder so, gibt der Draht nach oder was? Sicher. Man kann den Draht, aber man könnte hier, man kann in den Draht an der Seite eine Feder mit einbauen, aber das ist nicht so. Der Draht ist so schwach, der reißt kaputt, da passiert nichts. If you want to, you could put a spring into the wire, but the wire is so thin that it would break. Manchmal springen die You Hunde don't aus put a und very Stachel strong drauf. wire on it, very thin wire. Ach, So the wire would break if the dog really should get caught in it. ist das verstanden? Everybody understands that? Gibt's noch eine Methode? There's another way. Hier, hier unten ist ein Fuß. Hier ist ein Fuß von der Hürde. There's the leg of the hurdle. Schmeißt man hier eine Hülse auf. You weld the sleeve onto that leg. In diese Hülse steckt man wiederum ein Rohr. Into that sleeve you put a piece of pipe. Das Rohr hat hier so eine Hülse. And this pipe, Moment. wonderful. And on this pipe is a hook welded on. Man könnte das bis nach oben hingehen lassen, aber dann stört das vielleicht. Besser ist, wenn man das in eine Hülse macht. Ja? It's better, Da steckt man rein. better you put it in a sleeve. So, jetzt hängt sich die Leine so hier ein. The lining or the... Ja, der Draht oder eine Leine. You put the wire or a leash into that. Aber wenn es geht, bis dahin einhängen. So hier. Die hängt dann so runter. The wire is hanging there very loosely. Hier steht ein Mann jetzt. There's a man standing there, the trainer. Okay. Der Hund springt, The dog jumps. ist mit allen 4 Füßen über den Boden. While he's with all 4 feet up in the air, In dem Moment zieht er ab. the trainer pulls on that wire or leash, Und dann ist das so. and then it becomes kind and higher. Wenn er seinen Sprung nicht hoch genug eingerichtet hat, If the dog didn't adjust if the dog isn't jumping high enough, springt er da, bleibt am Draht hängen. Oder du dich schlägt mit den Zehen an. he's gonna hit that wire or whatever we put there. Das verstanden? That's another way. Man kann auch hier einen hinstellen und hier einen Mann hinstellen. You also Kann man auch. could put a man here and a man over there. You can do the same thing, Das geht auch. but he feels it's better with a hook. Earlier this week, you were saying something about the sand pit, using a sand pit on the hurdle. To do what, Dean? With using sand around the hurdle, you Oh. talked about that earlier Am this week. Anfang der Woche hast du gesagt, du wirst gerne Sand auf dem Boden machen. Dies ist sehr schlecht. Der Boden ist sehr schlecht zum Springen. Das sind This ground here is very bad for the dogs to jump. Der Hund tut sich weh. The dog hurts himself here. Ja. Wenn der neue Platz so einen schlechten Boden hat, oder so einen harten Boden, wenn der neue Platz so einen harten If the Boden hat, new field has a ground like this, dann würde ich da, wo die Hürde und der Bretterwand hinkommen, ausschachten so tief I would dig out about a half a foot, the dirt there, und würde 3 Meter vor der Hürde und 3 Meter hinter der Hürde und das auch bei der Bretterwand mit Sand ausfüllen. in 3 yards in front of the hurdle and 3 yards behind the hurdle, same on the wall, I would fill it with sand. Das hat den Vorteil, die It has the Hürde advantage, tun sich nicht zu weh, they don't hurt themselves, aber auch den Nachteil, da muss er besonders gut springen, weil er but also schafft the wieder ein. disadvantage for the dog. Bei den Reitpferden macht man das auch so. He must jump especially hard because the sand's skipping Ich habe schon to clear the geführt, hurdles. They do that also in jumping horses in Germany. wo Sandplätze sind, in der Nähe Frankfurt-Darmstadt, da sind die Hundeplätze meistens so im Wald. Und da ist Sand. I Da showed geht der my Hund so weit dog. ein. Huh?
I showed my dogs in Frankfurt where they have some, in the Frankfurt area where they have some sand fields. And the dogs had trouble. That weren't used to Ja. Auf der einen Seite ist es bequem für einen Hund, auf der anderen Seite muss er umso mehr sich anstrengen. The dog has to try much harder to jump. And the dog will jump a lot harder. Better. So, und wir haben ja heute natürlich schon auch Buschhirten genommen, gell? And of Buschhirten course, präparieren da mit den Besen, wie es da ist. Die Buschhirte muss die eigentliche Höhe haben. the box turtle must have the proper height of 1 meter. Und oben in die Buschhirte rein And würde it- ich 2 Drähte ziehen And I put 2 wires string across the top of the bush turtle. und die sind etwas präpariert. And those wires are a little bit prepared. I think I know what he means. Kann jeder machen, wie er will. Das heißt, dass der Hund da nicht aufsetzt. So the dog does not sit on those wires. Da könnte man aber, ideal wäre für I'll tell you diese later, Hütte, Kathy. diese Methode hier, diese. You can use that method with that Das weed. wäre ideal für die Buschhirte hier. This would be ideal Könnt ihr auch nicht for the aufsetzen. brush turtle. Jemand fragen dazu? Any questions? Anybody wants to know what prepared means? Yeah. You won't listen what you that that is in memory. Ja, das muss jeder selber wissen. Was er für einen guten Draht zu Hause hat. Everybody got to know what kind of wire you have at home. Everybody got to know that for themselves. Ich habe mir zum Some people Beispiel have zu Hause, barbed wire. ich habe mir eine Hürde gemacht, den hast du gesehen. Das ist eine Hürde hier, so. Ja, I feel the hurdle that looks like that. habe ich hier einen Trog gebaut. What? Oh. Ja, so ein Trog, wie sagt man hier, so eine Wanne. I built a pan. I put in there. Und dann habe ich hier 3 Fichtenbäume reingesetzt. And into the pan, I put some dirt. I planted a planter box. Really, Yeah. that's what he's talking about. Yeah. I planted 3 little trees, Und die sind hier oben gerade geschnitten. and there I cut them straight at the top. Und dann habe ich hier noch ein Draht. And I put a repaired wire Und hier into an the der top. Seite diese Methode hier. And on the side, I used the method with the V Die bar. Buschhirte, die ist so breit. It makes that thing about at least 2 foot wide at the All top. right. Muss weit springen und sich heben. That dog must jump wide and high. Vor allem die Drähte. Excellent. Otherwise, man he's nicht. gonna hit those wires. Excellent. Und die ist tragbar, gell? Die hat hier einen Griff. And Kann I ich can hintragen, wo ich carry will. the whole thing around. I can portable. In other words, the jump is portable. Die Hürde nämlich. Die Hürde, das hat den Vorteil, wenn die tragbar ist. The advantage of having a portable hurdle. Ich habe dieses Jahr in Dortmund, war das ein Lehrgang abgehalten. I held a seminar in Dortmund this year, for example. Da war ein hervorragender Hund, ganz There hervorragender. was an excellent dog there. Und der Hund sprang flach und weit. The dog jumped very flat and wide. So, That was not high enough. dann haben wir die Hürde genommen und haben sie So hier I took my hingestellt. portable hurdle, Vor einer Wand. Da war eine Wand. So eine Betonwand. and there was a wall there. Haben wir die Hürde hier hingestellt. I put the hurdle near the wall. Der Hund sah die Wand. Jetzt konnte er nicht so weit The springen. dog see the wall. He couldn't jump so Hoch. far. Und gleich wieder ist exzellent richtig hochgesprungen. But Nicht now mehr the weit. dog was Da forced das to jump Holzkohlen ist aus dem really Stand high wieder hoch. to clear those wires on my hurdle. Das ist ein Vorteil, wenn ich And he die Hürde, couldn't jump flat no more. das ist der Vorteil, wenn ich die Hürde hintragen kann, wo ich will. This is the advantages of having a portable hurdle. Oder ich mache mal Folgendes. Es gibt Hunde, die, was schon mal verkehrt ist, bei euch, ihr streicht die Hölzer an. Das gibt es schon mal gar nicht. Or one thing is very wrong here, what we're doing wrong, and I guess it comes, Das ist eine at ganz least starke I've seen it Hilfe. in AKC. Jetzt komme ich wohin, wo You kein Holz you don't angeschrieben ist. have no painted dumbbells. Never have a dumbbell that's painted white. Nein, das gibt es schon mal überhaupt nicht. That's a no-no. So, jetzt will ich dem Hund das mal extrem schwer machen, dann trage ich die Hürde da drüben in das hohe Gras, For example, now I want to schmeiß das Holz weg und dann muss er das Holz suchen, bis er es gefunden hat und erst dann zurückkommen. For example, I want to make it extremely hard for my dog to find the dumbbell. I take my portable hurdle, I put it somewhere where the grass is a little higher. I throw the unpainted dumbbell into the grass. The dog can barely see it. And now my dog must find, I train my dog, he must find that dumbbell. Ich habe nämlich hier Hunde gesehen, die sind rübergesprungen, haben das Holz nicht gesehen. Because I've seen some dogs here in our seminar, they jumped over, they couldn't find the dumbbell, and they jumped right back. Dann schmeißt man auch mal das Holz extrem, wenn hier die Hürde ist, ja? For example, here's the Aber hurdle. das ist die Hürde hier. Dann schmeiße ich das Holz extrem hier hin. For example, the table here's the hurdle. Sometimes I throw the dumbbell extremely far off to the left or right on purpose.
Der perfekte Hund muss drüber springen. The perfect dog has to jump over, find the dumbbell, and must jump back with the dumbbell. Und dann kann ich gleichzeitig, dann wird er schräg kommen, das Vorsitzen auch korrigieren. And then if he comes on an angle over the dumbbell, I can correct the sitting in straight at the same time.